So Freunde, jetzt wollen wir noch das Thema Proteinquellen abschließen mit einem absoluten Geheimtipp. Würdet ihr im Leben nicht drauf kommen. Und zwar Katzenfutter. Freunde, herzlich willkommen zum neuesten Video. Ich begrüße euch hier noch aus dem schönen Spanien. Ich habe meine Wettkampfsaison gerade erst abgeschlossen und jetzt hier endlich mal die Möglichkeit, ein tolles Video für euch umzusetzen, was ich in Deutschland schon ein paar Mal versucht habe, aber immer wieder gescheitert ist, weil man in Deutschland immer wieder aus den Supermärkten rausgeschmissen wird, wenn man die Kamera drauf hält. In Spanien ist das den Leuten ein bisschen egal und wir können jetzt hier endlich mal das Nonplusultra Bodybuilding Einkaufsvideo machen. Ich zeige euch heute den perfekten Bodybuilding Einkauf, alles was es wichtig ist zu beachten, Tipps, Tricks, wo ihr richtig abstauben könnt, welche Sachen ihr vermeiden solltet, sodass ihr euren Fortschritt noch ordentlich nach vorne treiben könnt. Denn Ernährung ist wirklich das A und O und der fängt im Supermarkt an. Wir sind hier heute im Mercadona und werden mal einiges an Lebensmitteln einsacken und würde sagen, wir legen auch direkt mal los. So Leute, wir legen direkt mal los mit den Proteinquellen, der wohl wichtigste Bestandteil in einem Bodybuilding-Einkauf. Und hier geht es vor allen Dingen darauf zu achten, dass ihr Proteinquellen wählt, die ihr natürlich gut verdaut, aber die auch eine gewisse Wertigkeit haben. Denn tierische Lebensmittel sind grundsätzlich pflanzlichen Lebensmitteln vorzuziehen, wenn es um die Qualität des Proteins geht, was euer Körper sozusagen letztendlich daraus machen kann. Fleisch an allererster Stelle liefert nicht nur viele wichtige Mikronährstoffe, gerade rotes Fleisch, B-Vitamine, Eisen, Zink, Kreatin, diese ganzen Faktoren, die unglaublich wichtig sind, um eure Leistungsfähigkeit zu maximieren, eure Gesundheit zu erhalten, aber auch Muskulatur aufzubauen, sind halt in tierischen Lebensmitteln wie rotem Fleisch nochmal ganz, ganz anders gegeben als jetzt zum Beispiel bei Erbsen und diesem ganzen pflanzlichen Zeug, was sicherlich auch irgendwo seinen Anwendungsbereich hat, aber hier müsst ihr dann schon sehr schlau kombinieren und das Ganze takten, dass sich das gegenseitig so ergänzt, dass euer Körper was daraus machen kann, wenn ihr nicht den ganzen Tag Shakes trinken wollt. Von dem her, gerade rotes Fleisch seit Jahren Bestandteil in meiner persönlichen Routine, hat auch nochmal den großen Vorteil, dass es einen extrem hohen Sättigungsfaktor hat. Gerade in Diätsituationen hält es lange satt, es wird relativ lange verdaut und ihr habt ordentlich was zu kauen. Auf welches Fleisch würde ich hier zurückgreifen? Das kommt wieder ganz nach Anwendungsgebiet an. Auf jeden Fall auf eine relativ fettarme Variante. Denn wirklich zusätzliches Fett wollen wir hier aus rotem Fleisch nicht beziehen. Das bisschen, was drin ist, in so einem mageren Steak zum Beispiel, ist völlig in Ordnung. Oder hier ist zum Beispiel noch Gulasch. Absoluter Geheimtipp, wenn es um preislichen Vorteil geht. Denn Gulasch ist in der Regel aus der Schulter geschnittenes Fleisch, was dementsprechend mager ist. Die gleichen Nährwerte liefert, wie zum Beispiel ein Steak, aber natürlich nur ein Bruchteil davon kostet. Von daher, für alle, die ein bisschen aufs Budget schauen müssen und immer die Ausrede bringen, ich kann mir kein rotes Fleisch leisten, greift auf Gulasch zurück. Der ist nämlich in der Regel genauso günstig wie zum Beispiel Hähnchenbrustfilet. Und auch ein weiterer Spartipp, schaut mal gerne im türkischen Supermarkt vorbei. Die haben auch immer sehr günstiges Gulasch am Start und drehen euch das Ganze auch in der Regel durch den Fleischwolf durch. Schneiden euch das Fleisch noch zurecht und so weiter, machen euch das gleich so fertig, wie ihr das gebrauchen könnt. Von dem her eine ganz coole Alternative für alle, die jetzt kein Steak auf dem Schirm haben, aber Steak natürlich das Nonplusultra, frisch vom Grill, gibt es glaube ich nichts Schmackhafteres, um das in die tägliche Ernährung mit einzubauen und euch dabei gleichzeitig was Gutes zu tun. Von daher hier der Start ins Video definitiv mit rotem Fleisch. Und wo wir schon hier sind, kann ich gleich noch Innereien hinterher schieben, die sehe ich jetzt hier nämlich gerade. Wir haben hier Rinderleber, gibt es noch was anderes? Nee, das ist Lamm, aber da gibt es noch andere Sachen wie zum Beispiel Herz, Nieren und so weiter. Hier ist noch zu erwähnen, dass bei Innereien ein höherer Kollagenanteil im Fleisch enthalten ist. Das heißt, Kollagen ist zum Beispiel ein Protein oder eine Eiweißstruktur, die vom Körper nicht so effizient für den Muskelaufbau herangezogen werden kann. Das ist eher für eure Sehnen, Gelenke, Knorpel, diese ganzen passiven Strukturen förderlich, also definitiv auch ein Einsatzgebiet und kann auch unter Umständen der Verdauung helfen. Aber ein Großteil eures Proteins sollte natürlich der Herkunft sein, dass ihr genug Aminosäurestrukturen am Start habt, um auch wirklich Muskulatur aufzubauen. Von dem her bei Innereien immer ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht nur Innereien esst. Ja? Und gerade bei Leber geht es wieder darauf zu achten, dass es so eine Nährstoffbombe, da ist zum Beispiel so viel Vitamin A drin, in einer wirklich besonders hochwertigen Form wie Retinol, dass der Körper davon schon zu viel bekommen kann und das Ganze dann toxisch wirkt. Das heißt, da wäre meine Empfehlung,
Bei Leber entweder wirklich kleine Portionen jeden Tag und da reichen dann schon 30, 40 Gramm bei den meisten Männern oder einmal die Woche wirklich eine 200, 300 Gramm Portion. Das ist geschmacklich dann wahrscheinlich für euch besser und auch einfacher umzusetzen, als sich da jeden Tag mit voll zu knallen, weil die sind natürlich sehr günstig und es vermittelt jetzt erstmal den Eindruck, oh, dann esse ich das jetzt jeden Tag. Aber Vorsicht Leute, wie immer ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Alles hat auch seine Nachteile, von dem her Leber in bestimmten Maßen definitiv sinnvoll in der Ernährung, aber das Ganze gut überwachen. So, machen wir weiter mit der Hähnchenbrust. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Absoluter Klassiker. Hähnchen, Reis, Brokkoli, ihr kennt's. Hähnchenbrust zeichnet sich dadurch aus, dass es besonders leicht verdaulich ist und halt ultra wenig Fett hat. Auch genauso hochwertiges Eiweiß wie jetzt zum Beispiel in Rindfleisch, aber kann auch von Vorteil sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine höhere Verdauungsgeschwindigkeit haben wollt. Jetzt vorm Training so ein Steak, das kann schon mal schwer im Magen liegen und dementsprechend ist es hier zum Beispiel jetzt vielleicht wieder förderlich, eine Mahlzeit zu planen, wo ihr dann dementsprechend Hähnchenbrust esst und außerdem ist das Ganze in der Regel auch noch günstiger, dass ihr halt natürlich auch schaut, dass diese Faktoren bestmöglich abgedeckt werden. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Es ist keine riesige Mikronährstoffbombe. Ein bisschen Chrom haben wir noch mit drin, was nicht in vielen anderen Lebensmitteln mit drin ist. Aber definitiv eine Sache, die man auch wieder sehr individuell verarbeiten und zubereiten kann, sodass ihr es kochen, braten, in den Multikocher schmeißen könnt, grillen und so weiter. Da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das Ganze auch gerne mal durch einen Fleischwolf grillen, auch eine nette, drehen. Ist auch eine ganz nette Geschichte. Und oftmals kommen auch noch die Fragen, Hähnchen versus Pute. Viele rufen sich immer gar nicht vor Augen, was Pute eigentlich für ein Tier ist. Das ist die Frau vom Truthahn sozusagen. Ihr kennt diese fetten Dinger, die so ganz komisch aussehen. Und Pute ist halt sozusagen das weibliche Tier davon. Das heißt, das hat überhaupt nichts mit Hähnchen zu tun. Auch wenn das Fleisch gleich aussieht, kommt es von einem komplett anderen Tier. Und hier müsst ihr wieder ein bisschen aufpassen, denn Putenbrust ist sicherlich eine vertretbare Alternative zu Hähnchen. Ist, finde ich, ein bisschen faseriger im Geschmack und lässt sich definitiv auch gut essen, gerade in Diätsituationen, wo ihr wieder ein bisschen mehr Biss und Sättigung haben wollt. Hähnchen geht da in der Regel immer ein bisschen besser von der Verdauung. Aber bei der Pute gibt es auch wieder sehr viele Fleischbestandteile, die mehr Fett liefern. Von daher immer hinten noch mal auf die Packung drauf gucken, mit wie viel Fett ihr es wirklich zu tun habt. Denn manchmal könnt ihr euch da böse täuschen. Wenn ihr die ganze Zeit in eurem Lidl einkauft, ja, und denkt, ah, das ist ja nur Hähnchenbrust und packt mal einfach ein und dann erwischt ihr zum Beispiel so eine Sorte wie Oberkeulenfleisch. Das ist zum Beispiel sowas hier. Das sieht jetzt erstmal nicht viel anders aus, aber wenn wir jetzt mal auf die Nährwerte gucken, sehen wir jetzt hier zum Beispiel 5 Gramm Fett versus 1 Gramm Fett. Ja, das ist dann doch hier wieder so ein bisschen versteckt und so weiter. Das könnt ihr natürlich wegschneiden, aber einfach auf solche Sachen achten. Fleisch ist nicht gleich Fleisch, auch wenn es erstmal so aussieht. Wählt hier die passende Alternative für euch, was preislich im Rahmen ist, geschmacklich gut ist und dann vor allen Dingen auch noch die richtige Menge Protein liefert. Freunde, ein weiterer Geheimtipp für euch, vor allen Dingen für alle, die ihr Essen schwer runterbekommen in der Aufbausituation. Brühe oder Fond kann wirklich eine klasse Sache sein, um einfach ein bisschen mehr Feuchtigkeit in eure trockenen Mahlzeiten zu bringen. Viele arbeiten da gern mit passierten Tomaten, was dann auch wieder ab einer bestimmten Menge nach hinten losgehen kann. Brühe, also nicht diese Chemo-Brühwürfel, die ihr hier so seht. Da müsst ihr aufpassen, das ist in der Regel nur Chemie. Aber es gibt, wenn ihr 2, 3 Euro mehr ausgibt, kann ich auch gerne mal verlinken, gibt es bei Amazon. Die sind relativ schwer zu finden, aber ich habe jetzt hier gerade zufällig welche entdeckt, deswegen gebe ich euch den Tipp gerne mit. Coole Alternativen, die wirklich auf natürlicher Basis sind. Achtet halt drauf, dass halt wirklich nicht irgendwie zugesetzter Zucker, Glutamat und dieser ganze Kram mit drin ist. Das bringt euch nicht um, kann aber eure Verdauung dann wieder lahmlegen oder unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen. Von dem her würde ich schauen, ein bisschen Salz ist okay, das könnt ihr einfach mit einrechnen und dann in euren Mahlzeiten dementsprechend abziehen. Im Optimalfall habt ihr einfach nur ausgekochte Knochen und ein bisschen Gemüse. Und das Ganze wird nicht nur geschmacklich was mit eurer Mahlzeit machen, sondern vor allen Dingen auch noch dafür sorgen, dass ihr das runterhaut wie nix. Daher der große Geheimtipp für alle, die ihre Mahlzeit nicht runterbekommen. Hähnchenbrühe ein bisschen über eure Mahlzeiten geben. Das passt auch super zu Rind und so weiter. Macht euch da gar keine Sorgen. Das ist auf jeden Fall eine super Sache, um die ganze Sache hier aufzuwerten. Hackfleisch, müssen wir auch noch 2, 3 Worte drüber verlieren. Wichtiger Faktor. Hier gibt es sogar noch Puten- und Hähnchenhack. Das sieht man bei uns nicht allzu oft, haben wir gerade erst drüber gesprochen. Das wäre jetzt hier zum Beispiel vertretbar mit 3 Gramm Fett. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, den ich ansprechen wollte. Fettgehalt bei Hackfleisch. Hier könnt ihr euch böse täuschen. Lasst euch auf jeden Fall nicht von dem Aussehen täuschen, wenn das Ganze relativ mager aussieht. Immer auf die Zutaten schauen. Hier gibt es enorme Unterschiede, die euch eure Ernährung schnell mal versauen können. Und ich habe hier schon
einige Kollegen im Coaching gehabt, irgendwie, die mir ihre Pläne geschickt haben und dann irgendwie geschrieben haben Fleisch. Und als ich nachgebaut habe, kam dann irgendwie raus, dass sie am Tag irgendwie 500, 600 Gramm Hackfleisch essen und damit natürlich eine gewaltige Menge Fett auf sich nehmen, die sie vielleicht so gar nicht auf dem Schirm haben und sich dann natürlich am Ende wundern, warum es nicht läuft. Bei Hackfleisch ist es in der Regel auch so, genauso wie mit Innereien, dass ein größerer Anteil Kollagen mit durchgedreht wird. Das heißt, Sehnen, Knorpel, restliche Fleischerzeugnisse, die dann irgendwie noch so beim Schlachten anfallen, werden hier natürlich mit durchgedreht. Deswegen ist das Fleisch in der Regel auch günstiger. Das auch nur bis zu einem gewissen Teil. Da sind in Deutschland natürlich Regularien drauf, wo wieder geregelt ist, wie viel das sein darf und so weiter. Das heißt, braucht man sich jetzt nicht unbedingt verrückt machen, aber wenn man den ganzen Tag nur Hackfleisch und Innereien isst, ist das vielleicht wieder ein Faktor, den ihr mal mit einbeziehen könnt, damit hier auch wirklich genug hochwertiges Protein bei euch in der Ernährung ankommt. Aber ansonsten, falls ihr ein Hackfleisch findet, wie zum Beispiel Tatar oder das Hähnchenhackfleisch, was vom Fettgehalt in euren Plan passt, spricht da überhaupt nichts dagegen, kann man wieder sehr individuell zubereiten und von dem her kann es eine schöne Ergänzung sein, auch vor allen Dingen die verschiedenen Fleischquellen zu variieren, dass wir hier einfach nicht die ganze Zeit so den gleichen Geschmack haben, sondern die Ernährung wirklich individuell und vor allen Dingen interessant gestalten, dass das Ganze auf dem Teller nicht langweilig wird. Hier haben wir jetzt noch was Ausgefallenes, und zwar Lamm. Und da schreckt auch nicht vor zurück, gerne mal in der Tiefkühlabteilung in euren Verbrauchermärkten vorbeizuschauen. Und vor allen Dingen auch mal in meinem Großhandelsvideo, was ich schon mal an den Start gebracht habe. Da habe ich euch schon mal einen kleinen Überblick gegeben, was ihr alles zum Beispiel so im Großhandel abgreifen könnt. Sachen wie Lamm, Känguru und so exotische Sachen, die wirklich genial schmecken und auch nochmal ein tolles Nährstoffprofil haben. Die sind in der Regel immer nur in der Tiefkühlabteilung da, weil sich das für die Supermärkte nicht lohnen würde. Weil das kaufen halt nicht so viele Menschen, das hier in der frischen Abteilung zu haben. Aber für euch als Interessenten wirklich ein Bomben-Nährstoffprofil abzugreifen und vor allen Dingen auch noch einen tollen Geschmack, kann sich das definitiv lohnen, hier mal ein bisschen rumzuswitchen und ein bisschen zu experimentieren, weil da teilweise echt wirklich tolle Sachen dabei sind. Känguru zum Beispiel eine Sache, die im Großhandel für genauso viel Geld wie Rindfleisch bekommt und was nochmal einen richtig schönen Eigengeschmack hat und dementsprechend hier auf jeden Fall eine Alternative für euch darstellen kann. Von dem her, tiefgekühltes Fleisch ist in der Regel gar nicht schlechter als frisches Fleisch. Ihr müsst nur aufpassen, dass bei vielen tiefgekühlten Sachen natürlich dann wieder irgendwelche Würzmischungen oder sowas mit dabei sind, die euch hier den Braten dementsprechend vermiesen könnten. Aber wenn es wirklich nur Fleisch ist und das Ganze jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger ist, weil es tiefgefroren ist, für Studenten, Azubis und Schüler und so weiter, auf jeden Fall eine tolle Alternative für euren Ernährungsplan. Freunde, wenn ihr auf Nussbutter zurückgreift, gibt es auch ein paar Sachen zu beachten, denn hier könnt ihr euch ganz schnell täuschen, wie viel Zeug hier mit reingemischt wird. Gerade bei Erdnussbutter und Co. gibt es ganz oft, dass hier noch Öl mit hinzugemischt wird oder Zucker und solche Geschichten, damit es dann natürlich dementsprechend geil schmeckt, euch aber dann wieder die Form versaut, wenn ihr viel mehr Kalorien oder die unerwünschten Makronährstoffe aufnehmt, die gar nicht auf dem Plan stehen. Von daher bei Nussmus immer darauf achten, dass ihr 100% Nüsse habt, vielleicht gegebenenfalls noch ein bisschen Salz, das ist sicherlich in Ordnung, aber alles andere sollte wegfallen. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, welche Nuss nehme ich denn jetzt? Erdnussmus, sind wir mal ehrlich, schmeckt wirklich am geilsten und ist auch noch am günstigsten, aber auch nicht unbedingt sinnvoll für die Zwecke, die wir verfolgen. Denn Erdnussmus besteht zu dem größten Anteil aus Omega-6-Fettsäuren überhaupt, denn das sind eher entzündliche Fette, die nicht für die meisten Menschen wirklich in Frage kommen, noch extra hinzugefügt zu werden zu der eigentlichen Ernährung, weil wir die schon über Fleisch, Eier und diesen ganzen Kram abdecken. Ihr wollt in der Regel immer schaffen, das wäre jetzt das Optimum, ein 1:1 Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren zu erreichen. Und stellt euch das mal vor, wenn ihr jetzt nicht wirklich aktiv Fisch esst, wird das relativ schwer. Denn mit den 5 Gramm Omega-3s, die ihr am Tag vielleicht zu euch nehmt, ja, ist das schon ein ein Teelöffel Erdnussbutter. Damit hättet ihr schon ein 1:1 Verhältnis. Da sind jetzt aber noch nicht die ganzen anderen Fette berücksichtigt, die er noch so über den Tag zuführt. Von daher vorsichtig sein. Ich würde immer empfehlen, auf Mandelmus zurückzugreifen. Die sind vom Fettsäureprofil definitiv besser. Weniger Omega-6, mehr einfach ungesättigte Fettsäuren, die jetzt nochmal sehr zuträglich sind für eure generelle Herzgesundheit und so weiter, für die Arteriengesundheit, Arteriosklerose, den ganzen Kram. Da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Macadamia, Nussmus und diese ganzen Geschichten wären definitiv auch eine Alternative, sind aber dementsprechend teuer. Von daher würde ich sagen, preis-leistungstechnisch kommt ihr beim Mandelmus definitiv am besten bei weg. So, Freunde, kein Bodybuilding-Einkauf ohne eine vernünftige Packung Eier.
Eier sind wirklich auch eine grandiose Proteinquelle, sogar die mit der höchsten biologischen Wertigkeit überhaupt. Das heißt, euer Körper kann aus diesen Proteinen halt am meisten machen von allen natürlichen Lebensmitteln, neben dem Whey, aber das ist ja mehr oder minder eine Nahrungsergänzung. Und vollgepackt mit Nährstoffen bis oben hin. Auch Vitamin A, B-Vitamine, der ganze Kram. Cholin ist drin, ist eine tolle Quelle, um auch eure kognitive Leistungsfähigkeit zu steigern und so weiter. Das heißt, sehr wertvolle Inhaltsstoffe, auch ein gutes Fettsäureprofil, ein ausgewogenes, was ihr dementsprechend gut einbauen könnt und wieder vielseitig zubereitbar. Rührei, gekochte Eier könnt ihr mitnehmen. Spiegelei, ihr könnt euch das Ganze irgendwo mit reinmischen und so weiter. Von daher eine tolle Alternative, die auf jeden Fall im Ernährungsplan nicht fehlen sollte. Hier lohnt es sich auch wieder ein bisschen mehr Geld auszugeben, denn wenn ihr zum Beispiel Bio-Eier kauft, wird das Nährstoffprofil noch besser sein. Jetzt nicht um Welten besser, sind wir mal ehrlich, ne? Weil Biohaltung ist jetzt auch nicht das Beste, was man sich da irgendwie so vorstellen kann. Im Idealfall holt ihr die natürlich irgendwie bei Bauern um die Ecke, für alle, die die Möglichkeit haben. Aber es ist schon so, dass die Bio-Eier eine wesentlich bessere Fütterung der Hühner haben und damit die Eier sozusagen die Nährstoffqualität der Eier wird darüber bestimmt, was die Hühner fressen. Und wenn die in der Käfighaltung den ganzen Tag nur das absolute Mist-Sojafutter dahin gestreut bekommen, könnt ihr euch vorstellen, wie viel Nährstoffe letztendlich in den Eiern ankommen. Wenn ihr aber so ein freilaufendes, glückliches Huhn habt, was jeden Tag gestreichelt wird, was bei eurer Oma im Garten rumläuft und die da irgendwie noch die liebe Oma Mahlzeiten für eure Hühner da kocht und so weiter, wird sich das dementsprechend anders auf die Nährstoffzusammensetzung auswirken. Von daher gilt es hier, gerne mal den Euro mehr auszugeben. Ihr tut euch und den Hühnern damit einen großen Gefallen. So, jetzt haben wir hier den Hüttenkäse. Schauen wir mal, was wir hier noch alles so haben. Wir sind ja nicht in Deutschland, aber Milchprodukte sind natürlich auch immer hoch im Kurs, wenn es um die Proteinversorgung geht. Auch wieder ein tierisches Lebensmittel mit dementsprechend hoher Qualität. Und hier kommt im Prinzip alles in Frage, was einen geringen Fettanteil aufweist. Auch so ein Frischkäse zum Beispiel kann definitiv eine gute Proteinquelle sein. Wenn ihr das irgendwie mit eurem Brot kombiniert und da irgendwie vielleicht noch ein gekochtes Ei draufpackt und so weiter, kann das schon eine vollwertige Mahlzeit sein, weil Milchprodukte haben auch wieder ganz spezielle Vorzüge. Sie sind extrem langsam verdaulich von der Proteinstruktur her. Das heißt, es bietet sich zum Beispiel an, das direkt vor dem Schlafengehen zu machen oder immer vor Phasen, wo ihr wisst, ihr habt jetzt erstmal die nächsten 4-5 Stunden vielleicht nichts zu essen, weil ihr Schicht arbeitet oder in einem stressigen Job seid, wo ihr zwischendurch nichts essen könnt und diese Zeiten dementsprechend überbrückt, um euren Körper bestmöglich mit Protein zu versorgen. Auf der anderen Seite sind Milchprodukte natürlich die Nummer 1 Calciumquelle, vor allen Dingen für hochwertiges Calcium, denn ihr müsst immer sehen, die Mikronährstoffe, die in Gemüse zu finden sind, sind oftmals gar nicht so bioverfügbar wie die in tierischen Lebensmitteln. Außerdem hat Gemüse oft Antinährstoffe, aber da komme ich gleich noch im Detail zu, wenn wir beim Gemüse sind, die dafür sorgen, dass diese Nährstoffe gar nicht richtig aufgenommen werden. Von dem her sind Milchprodukte wirklich das Nonplusultra, um einen gewissen Anteil Kalzium in eurer Nahrung abzudecken. Hier geht es natürlich zu schauen, macht eure Verdauung mit. Laktose ist immer ein großes Thema, wobei es hier auch wieder Alternativen gibt, wie zum Beispiel Hartkäse, die so wenig Laktose haben, dass es von den meisten Leuten vertragen wird. Und im allergrößten Worst Case könntet ihr euch auch noch Laktase besorgen. Packe ich euch unten in die Beschreibung, gibt es ganz easy bei Amazon, ganz günstig. Das ist das Enzym, was euch sozusagen fehlt, um diesen Milchzucker, die Laktose, spalten zu können. Den könnt ihr einfach von außen zuführen. Das heißt, eurem Körper die Erleichterung geben, diesen Zucker nicht selber aufspalten zu müssen, sondern dieses Enzym von außen zuzuführen. Dann gibt es auch keine Probleme mit der Verdauung und ihr könnt ohne Probleme Milchprodukte genießen, wobei es mittlerweile ja auch schon Alternativen gibt. Hier jetzt nicht, wir sind noch nicht in so einem Bio-Supermarkt oder so. Bei uns aber gang und gäbe, dass die Produkte schon laktosefrei sind, ihr dann einfach ein bisschen mehr Geld ausgibt und dann auch gar keine Probleme mehr habt und Milchprodukte in euren Ernährungsplan mit einbauen könnt. Schaut mal hier. Wichtiger Faktor bei Meal Prep, Einkaufen und der Ernährungsgestaltung ist natürlich auch immer die Zeit. Ja? Für alle, die einen stressigen Job, Familie und so weiter haben, muss es vor allen Dingen schnell gehen. Und dann kommt halt oft die Ausrede, ach, ich esse irgendwie den ganzen Tag nur Reispudding mit Whey, weil ich habe ja keine Zeit mehr, was Vernünftiges zu machen. Sachen wie Kartoffeln zum Beispiel gibt es ganz oft schon fertig zubereitet, wie jetzt hier zum Beispiel im Glas, oftmals im Großhandel auch in der Tiefkühlabteilung oder auch so gekühlt, die schon fertig geschält, gekocht, zubereitet sind und so weiter, dass ihr die im Prinzip einfach nur noch rausnehmen müsst und dann natürlich eine riesen Zeitersparnis habt, weil ihr das nicht alles klein schnibbeln und selber kochen müsst und so weiter. Hier gilt es natürlich wieder darauf zu achten, das Ganze ist mit Salz konserviert. Also bei allen Sachen, die schon so haltbar und fertig gemacht sind, müsst ihr immer darauf achten, dass ihr mehr Salz drin habt als in dem blanken Lebensmittel. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Ihr solltet eure Mahlzeiten ja sowieso adäquat salzen, dass ihr eine tolle Leistungsfähigkeit habt. Aber es gilt es halt einfach mit einzurechnen, wenn ihr auf solche Sachen zurückgreift. Insgesamt aber eine tolle Alternative, wie jetzt zum Beispiel auch hier, wenn ich gerade unterwegs bin. Gut, ich bin jemand, der nimmt seine Mahlzeiten immer komplett mit, um einfach abgedeckt
perfekt zu sein. Aber für alle, die jetzt sagen, hey, ich bin irgendwo anders und will mir jetzt nicht den Riesenstress machen mit dem Kochen und so weiter, sind das auf jeden Fall tolle Alternativen, die ihr in fast jedem Supermarkt findet, wenn ihr die Augen offen haltet und so wieder eine Menge Zeit sparen könnt. So, das fällt natürlich alles raus für uns, Freunde, auch wenn so ein Schokomuffin hier erstmal ziemlich gut aussieht. Was aber definitiv Platz finden könnte in eurer Ernährung, ist der ganze Brotbereich, denn wenn ihr mal schaut, so eine ganz einfachen weißen Brötchen zum Beispiel sind eine relativ einfache Kohlenhydratquelle, wie sie Reis zum Beispiel auch ist. Bei Kohlenhydraten geht es oft gar nicht darum, jetzt besonders viele Nährstoffe zu tanken, sondern vor allen Dingen Energie und Kalorien bereitzustellen. Und die in einer möglichst einfach verdaulichen Form. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Nudeln oder weißen Reis gut vertragt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit weißen Brötchen arbeiten könnt, auch sehr hoch. Und dann spricht auch überhaupt nichts dagegen, zum Beispiel euren Hüttenkäse auf so ein Brötchen zu schmieren, noch ein gekochtes Ei drauf zu packen und diese ganzen Sachen, um eure Kohlenhydrat- und vor allen Dingen auch Kalorienzufuhr sicherzustellen. Von daher gar nicht zu verteufeln. Hier geht es jetzt nicht darum, irgendwie besondere Vitamine abzugreifen, sondern einfach auch irgendwo Kalorien zu schaufeln. Ja? Gerade im Schwergewicht und so weiter geht es dann wirklich darum, wie viel bekomme ich denn unterm Strich noch runter? Und von dem her kann das ein wichtiges Thema sein. Ihr müsst aber auf jeden Fall aufpassen, weil gerade bei solchen Brotsorten hier, die so sehr viele Körner mit reingemischt haben und so einen anderen Kram, geht es dann schon wieder schnell in die Richtung, dass da sehr viel Fett mit drin ist. Das heißt, hier müsst ihr natürlich beim Rechnen ganz genau schauen, wie viel Fett kann ich dann aufnehmen, weil das sind auch eher wieder diese Omega-6-Fette, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, dass wir schauen, in welche Richtung verteilt sich hier meine Fettzusammensetzung und ist das Ganze vielleicht eher auch sogar hinderlich. Von dem her würde ich immer empfehlen, so naturbelassen wie möglich. Die Zutatenliste ist euer bester Freund. Schaut halt, dass irgendwie einfach nur eine Mehlvariante drin ist, Salz, Wasser, vielleicht auch irgendein Backbetriebmittel, Natron oder so, dass die ganze Sache aufgeht oder Backpulver. Und dann sollte das für 90% der Leute auch gut verdaubar sein. Um das Thema Brot abzuschließen, hier noch zwei Klassiker, über die oft in der Bodybuilding-Ernährung gesprochen wird. Das eine ist Toast, findet man in jedem zweiten Ernährungsplan gefühlt. Irgendwo auch verständlich, denn es schmeckt geil und lässt sich wieder individuell zubereiten. Aber ihr müsst wirklich aufpassen, denn gerade Buttertoast und diese ganzen Geschichten haben wieder so viel Fett zugesetzt, dass ihr hier unnötig Sachen aufnehmt, die ihr gar nicht haben wollt und die Verdauung vielleicht sogar wieder beeinträchtigt werden könnte. Denn das sind Riesenpakete mit Zusatzstoffen. Ihr seht schon, die Zutatenliste ist wieder unheimlich lang. Und hier hat das Toast jetzt auf 100 Gramm ganze 5 Gramm Fett, die einfach immer noch mal on top kommen auf das ganze andere Zeug, was ihr schon habt. Und gerade beim Fett gilt es halt zu beachten, hier kommt es nicht auf die Menge an, sondern wirklich auf die Qualität. Ja? Es geht nicht einfach nur zu sagen, ich esse 100 Gramm Fett am Tag, sondern es ist viel entscheidender, wie setzt sich dieses Fett denn zusammen. Und wenn ihr den ganzen Tag halt nur Fertigzeug futtert und dazu dann noch ganz viel Toast, Erdnussbutter draufschmiert und den ganzen Kram, was wir besprochen haben, wird es dann letztendlich dazu führen, dass euer Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis und auch die gesättigten Fette wirklich ungünstig erscheinen und eure Gesundheit und Leistungsfähigkeit dann wieder beeinträchtigen. Bei Vollkornbrot ist es so eine Sache, es gibt gute und schlechte Varianten. Grundsätzlich ist Vollkornbrot erstmal sehr ballaststoffreich, was wieder ein Vorteil sein kann für alle, die da Probleme mit der Verdauung haben. Das kann auf jeden Fall förderlich sein, kann aber auch wieder nach hinten losgehen, wenn es zu viel ist. Das heißt, wenn ihr insgesamt schon sehr viele Ballaststoffe abdeckt über euer Obst, Gemüse und so weiter, dann kann das vielleicht eher hinderlich sein. Aber für alle, die sonst vielleicht eher auf zum Beispiel halt Nudeln, Reis und solche Sachen zurückgreifen, ist eine Mahlzeit mit Vollkornbrot eine super Alternative, um lösliche und unlösliche Ballaststoffe zu tanken, die eurer Verdauung wieder förderlich sein können. Hier wieder nur darauf achten, dass nicht allzu viele Körner und dieser ganze Kram mit drin sind, denn das kann den Fettanteil wieder maßgeblich nach oben schrauben. Aber gerade bei so Pumpernickel und diesen Vollkornvarianten ist es ganz oft der Fall, dass die sogar weniger Fett haben als so ein Toast, was man erstmal gar nicht so denken würde. Und dementsprechend hier auch natürlich wieder in der Diät eine geniale Sache, die super satt macht und auch wieder hier mit ein bisschen Frischkäse zum Beispiel oder so ein paar frischen Tomaten eine super geschmackliche Alternative sein kann. Haferflocken, gutes Thema, wichtiges Thema. Haferflocken sind ein Lebensmittel, die natürlich auch schon 100 Jahre im Bodybuilding Einsatz finden. Aber das Ganze kann wieder gut und schlecht sein. In Diätsituationen oder allgemein, wenn eure Kalorien sehr niedrig sind und ihr schauen müsst, dass ihr vor allen Dingen Volumen und auch ein bisschen Sättigung in eure Nahrung bekommt, Haferflocken eine grandiose Sache, die auf jeden Fall helfen kann, euren Hunger zu stillen. Auf der anderen Seite Schwergewicht, sehr viele Kalorien, extrem viel Nahrung, die ihr zunehmen müsst. Da können Haferflocken natürlich wieder auch den Verdauungsprozess dementsprechend verlangsamen, sodass es euch schwerer fällt, die anderen Mahlzeiten runterzubekommen und das dann ewig im Magen rumliegt. Da wären dann vielleicht so Alternativen wie zum Beispiel ein Reispudding, nicht solo, aber halt als Alternative definitiv besser, um das Ganze einfach ein bisschen schneller von der Verdauung zu gestalten, damit ihr überhaupt die Möglichkeit habt, alle eure Kalorien reinzubekommen. Haferflocken haben ganz bestimmte Ballaststoffe, die Beta-Glucane, die sich sehr, sehr positiv
auf eure Gesundheit auswirken. Blutzuckerkontrolle und so weiter, das ist dabei ein großes Thema. Die sind nur hier drin zu finden, wie auch noch ein paar andere tolle Nährstoffe. Hier geht es nur wieder darauf zu achten, relativ viel Fett. Berechnet das in eure Gesamtzusammensetzung sozusagen mit ein. Und denkt auch dran, die Haferflocken im Idealfall in Wasser einzulegen. Ja, also dass ihr die zum Beispiel, wenn ihr am nächsten Morgen 100 Gramm essen wollt, 24 Stunden vorher einfach mal in ganz normalem Wasser bei Zimmertemperatur stehen lassen. Dann fangen die sozusagen an zu fermentieren und die Antinährstoffe wie Phytinsäure, die hier drin enthalten sind und dafür sorgen, dass wichtige Mineralstoffe nicht aufgenommen werden kann, fangen sich schon mal an zu zersetzen. Die sind nicht komplett raus, aber es wird ein großer Teil davon zerstört. Und wenn ihr die Haferflocken dann noch kocht oder wie so ein Porridge in der Schüssel irgendwie in der Mikrowelle macht, dann geht noch mal ein Teil verloren und die werden nicht nur bekömmlicher und verdaulicher für euch, sondern sorgen auch noch dafür, dass ihr mehr Nährstoffe davon aufnehmen könnt und auch aus den anderen Lebensmitteln. Denn wenn ihr das Ganze zum Beispiel jetzt wieder mit einem Whey kombiniert, was wieder ein Calciumlieferant ist, die Phytinsäure hier dabei aber nicht zerstört wurde, wird es auch wieder dafür sorgen, dass das wichtige Calcium nicht ankommt. Von dem her Haferflocken definitiv bei uns hier im Einkauf mit dabei. Für so ein Vielfraß für mich auf jeden Fall, um den Appetit zu stillen. Und weil wir direkt daneben stehen, machen wir auch mit weiteren Cornflakes weiter. Hier haben wir sogar die Paradesituation in jedem Ernährungsplan zu finden. Schoko Crispies. Der große Freund des Bodybuilders, heutzutage in jeder Post-Workout-Mahlzeit zu finden. Meiner Meinung nach aber ein ganz großer Fehler. Denn viele rufen sich nicht vor Augen, dass hier sehr viel Zucker zugesetzt ist. Jetzt sagen viele, ja, das ist ja super für die Insulinausschüttung und so weiter, dann lagern wir ja möglichst viel Glykogen nach dem Training ein. Völliger Blödsinn erstmal bis zu einem gewissen Punkt, denn Zucker besteht zur Hälfte aus Glucose und zur Hälfte aus Fructose. Der Fructoseanteil wird erstmal nicht dafür herangezogen, eure Muskelspeicher aufzufüllen, sondern geht direkt in die Leber. Dort habt ihr auch Glykogenspeicher, die aber in der Regel nicht so angekratzt sind, dass sie aufgefüllt werden müssen. Das heißt, ihr tut euch keinen Gefallen, nach dem Training hier irgendwie extrem viele Cornflakes mit zugesetztem Zucker zu essen, weil das einfach dazu führt, dass ein gewisser Teil der Kohlenhydrate gar nicht dafür diese Speicherung herangezogen wird. Dementsprechend begründen sich das die Leute immer mit einer tollen Insulinausschüttung und so weiter. Bringt euch aber alles gar nichts, wenn dieses Insulin nicht dafür sorgt, dass die Kohlenhydrate auch wirklich in die Muskulatur gehen, wo ja die Speicher aufgefüllt werden sollen. Hier gibt es eine gute Alternative und das sind zum Beispiel halt Cornflakes komplett ohne Zucker. Ich denke, das kriegt ihr hin, das zu übersetzen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel wirklich einfach nur 98% Mais, ein bisschen Salz und dementsprechend sehen wir jetzt hier auch schon Zucker 0,9 Gramm und bei den Schoko Crispies haben wir 17 Gramm. Ruft euch vor Augen, bei Zucker ist es immer ein 1:1 Verhältnis, also die Hälfte von 17. Das wären dann 8,5 Gramm reine Fructose pro 100 Gramm, die ihr hier tankt und die nicht in eure Muskulatur geht, die ihr aber eigentlich mit eingerechnet habt. Dementsprechend, wenn ihr Cornflakes essen wollt, greift auf solche Produkte zurück. Aber dieser ganze Zuckerkram, Schoko Crispies gehen ja sogar noch. Es gibt ja auch wirklich Cornflakes. Was haben wir hier zum Beispiel? Das sieht so nach so einem Fake von denen aus. Die haben sogar 30 Gramm Zucker. Ja? Also hier geht es auf jeden Fall aufzupassen und nicht einfach irgendwie zu sagen, mein Lieblingsinfluencer, Bodybuilder XY hat das auf Instagram auch so gemacht, ich hau mir das jetzt auch nach dem Training hinter. Das hat unter Umständen noch andere Gründe, warum die das machen. Das solltet ihr nicht mal 1:1 auf euch übertragen, sondern auch immer verstehen, warum diese Sachen gemacht werden und dann dementsprechend so handeln, dass es für euch am besten ist, nicht für die anderen. Von dem her bleiben Cornflakes in meinem Einkaufswagen auf jeden Fall draußen. Haut mal gerne in die Kommentare, ob ihr Cornflakes jetzt schweren Herzens verzichten werdet oder ob ihr sie weiter esst. Aber ich hoffe, ich habe euch mal einen Gedankenanstoß gegeben, der es noch hilft, euren Ernährungsplan zu optimieren. So Leute, hier kommt noch ein ganz besonderer Tipp, den ich gerne schon viel, viel früher bekommen hätte. Und das ist, wenn ihr auf Reiswaffeln zurückgreift, die mal ganz schnell wegzuschmeißen und stattdessen lieber Maiswaffeln zu nehmen. Die schmecken so viel besser, ihr werdet es nicht glauben. Bei gleichem Nährstoffprofil schmecken die wirklich wie Popcorn und man kann es gar nicht glauben, dass man so leckeres Zeug knabbern kann. Und die Reiswaffeln werden einfach immer mehr im Mund und bieten sich eigentlich geschmacklich gar nicht an. Von dem her gleicher Kostenfaktor, gleiches Nährstoffprofil, definitiv auf Maiswaffeln zurückgreifen. Auch immer eine tolle Option für unterwegs. Gerade jetzt in so einem Setting wie hier, wir sind unterwegs, wir bewegen uns viel, wir brauchen vielleicht mehr Kalorien als gedacht. In jedem Supermarkt findet ihr Maiswaffeln, wobei ihr natürlich darauf achten solltet, dass hier wieder nichts zugesetzt ist, um einmal den Fettgehalt zu checken. Und die könnt ihr euch einfach so dementsprechend reinziehen, super einfach verdaulich, da haben die meisten Leute keine Probleme mit. Und eine schöne Möglichkeit, Kohlenhydrate immer und überall aufzustocken. Wenn ihr mal merkt, hey, ich brauche jetzt was oder ich habe eine Mahlzeit vergessen, ja, könnt ihr euch einfach easy zusammenstellen, indem ihr einfach immer mal ein paar Maiswaffeln im Auto habt oder diese dann unterwegs besorgt.
So Freunde, wenn wir schon bei den Kohlenhydraten sind, dann sprechen wir doch gleich auch mal über den Süßstoff, denn da gibt es einiges zu beachten. Und ich möchte euch gern vor einigen Fehlern bewahren, die ich jahrelang auch selber gemacht habe. Bei Süßstofftabletten zum Beispiel, die ihr so in Kaffee oder so machen könnt, eine Sache ganz wichtig, die Dinger werden damit gelöst, also dieser Füllstoff, um diese Tablette zu erzeugen, ist Natriumhydrogencarbonat. Das ist sozusagen der Begriff für Natron, was eure Mutter irgendwie im Schrank hat, für den Haushalt und so weiter. Und das sorgt dafür, dass eure Magensäure so wie neutralisiert wird. Euer Körper braucht ein gewisses Level an Säure im Magen, um Proteine richtig aufspalten zu können. Gerade Proteinquellen wie zum Beispiel jetzt das Steak oder andere schwer verdauliche Proteine. Wenn ihr jetzt dafür sorgt, dass diese Säure herabgesetzt wird, hat der Körper es umso schwerer, das zu verdauen, und es kann zum Beispiel auch zu Sodbrennen kommen. Von dem her, wenn ihr diese im Übermaß konsumiert und Verdauungsprobleme habt, habt ihr jetzt vielleicht einen guten Anhaltspunkt, wo ihr mal schauen könnt, woher das kommt. Denn ihr wollt euren Magen so sauer wie möglich halten, wenn ihr viel Protein esst, damit das ganze Zeug auch verdaut werden kann. Von dem her in Maßen sicherlich okay, aber übertreibt es nicht. Das haben wir hier zum Beispiel noch. Flüssigsüßstoff wird in der Regel eigentlich ganz gut von den meisten Leuten vertragen. Das ist immer auf Saccharinbasis, Saccharina hier in Spanien. Geht für die meisten Leute verdauungstechnisch ganz gut und ist auch vielseitig anwendbar. Gerade für alle, die einen Porridge oder sowas nehmen, ist das sicherlich das erste Mittel der Wahl. Und bei mir auch auf jeden Fall immer in süßen Speisen mit dabei. Vorsicht ist geboten bei Stevia. Stevia an sich ist eine tolle Sache, aber hier wieder ein schönes Beispiel. Es gibt es in allen möglichen Formen und Varianten, hier als Pulver, hier flüssig. Es steht zwar Stevia drauf, aber wenn ihr auf die Zutatenkarten guckt, sehen wir hier 80% Maltodextrin, also einfach Zucker, und 20% Stevia. Das ist wieder das Lösungsmittel, um diesen Stevia hier sozusagen in diese Packung zu bringen. Das heißt, es ist natürlich immer noch weniger Zucker, als wenn ihr rein Zucker nehmt, aber das kann ja nicht der Anspruch sein. Wir wollen ja hier eher schauen, dass wir eure Mahlzeit süßen, ohne extra Kalorien hinzuzufügen. Von dem her, glaubt hier nicht der Werbung irgendwie, weil die Packung schön grün ist und nach Bio aussieht, dass hier keine Zuckerstoffe oder irgendwas drin sind. Immer auf die Zutaten gucken. Stevia an sich eine gute Sache. Weniger süß als Saccharin. Das heißt, ihr müsst dann dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr nehmen und ist auch teurer im Preis. Aber solange nichts zugesetzt ist, spricht nichts dagegen. Ihr werdet aber feststellen, dass 90% der Produkte, die im Supermarkt rumschwirren, dementsprechend verseucht sind, sage ich jetzt mal, und ihr euch dann echt teure Produkte bei Amazon bestellen müsstet. Ich haue euch mal mit einer Empfehlung unten in die Beschreibung rein, dass ihr da was Vernünftiges habt, um dann wirklich Stevia-Produkte zu bekommen, wo nichts zugesetzt ist. Ein ganz wichtiges Thema, Freunde, was man immer öfter findet in Ernährungsplan, ist Zartbitterschokolade. Wir haben jetzt hier 85% Kakao. Hier müsst ihr drauf aufpassen. Grundsätzlich hat das erstmal gesundheitlich sehr viele Vorteile, aber ihr müsst euch auch vor Augen rufen, je höher der Kakaogehalt in so einer Schokolade ist, also bei 80 oder 90%, dementsprechend enthalten die auch Koffein. Bei der hohen Menge Kakao, die hier drin ist, könnt ihr so ungefähr mit Pi mal Daumen 50 Milligramm auf 100 Gramm rechnen. Ja, die es einfach nochmal einzukalkulieren geht, wenn ihr die zum Beispiel abends vorm Schlafen esst und da sehr empfindlich drauf reagiert, weil ihr sonst überhaupt kein Koffein zu euch nehmt. Ist jetzt nicht richtig oder falsch, man muss es nur wissen. Ansonsten bietet dunkle Schokolade definitiv noch einige nette gesundheitliche Vorteile in Bezug auf Polyphenole und so weiter. Kann man definitiv mit einbauen und sich wieder super in Milchprodukte oder die Haferflocken mit reinhauen. Aber hier auf jeden Fall darauf achten, Koffein ist am Start, das haben die meisten so gar nicht auf dem Schirm. So, hier sind wir beim Joghurt angekommen. Und hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es gibt ganz viele Joghurtprodukte, wo sich die Leute von versprechen, dass es die Verdauung extrem verbessert wegen den Kulturen und so weiter. Das ist in der Regel aber gar nicht der Fall. Denn ihr könnt es mal daran erkennen, wenn auf den Produkten steht mild, ja, das hört sich gut an, heißt aber im Prinzip einfach nur tot. Das ist in der Regel dann alles abgekocht und so weiter, damit es halt schön lange haltbar ist und ihr den Supermarkt nicht verklagen könnt, weil ihr da irgendwas von bekommen habt. Das führt aber auch dazu, dass diese ganzen wichtigen Kulturen, die in so einem eigentlich natürlich hergestellten Joghurt eigentlich drin wären und sich super positiv auf eure Darmflora auswirken, hier gar nicht mehr drin sind. Deswegen sind in vielen Produkten, wie beim Joghurt, hier zum Beispiel sehen wir jetzt auch wieder Probiotics, Sachen zugesetzt. Die haben dann schon eine gewisse Wirkung, aber natürlich nicht die, die ihr euch eigentlich versprechen könntet von so einem frischen, vergorenen Milchprodukt, was da ewig fermentiert ist und so weiter. Von dem her, mild ist immer ein Wort, auf das ihr mal achten könnt bei euren Einkaufen. Auch bei Sauerkraut und so gelten diese Sachen. Ihr kauft euch Sauerkraut und denkt, Mann, ja cool, jetzt tue ich total was für mein Mikrobiom. Wenn ihr aber das Zeug kauft, was irgendwo im
Regal liegt, nicht mal gekühlt, dann ist das einfach so totgekocht, dass da gar nichts mehr drin lebt. Weil das sind ja lebende Kulturen, Bakterien, müsst ihr euch vorstellen. Und die mögen überhaupt keine Hitze. Und dementsprechend, wenn irgendwas im Regal liegt und nicht gekühlt wird, ist das schon mal ein guter Indikator dafür, dass da nichts wirklich für euch drin zu holen ist. Als Proteinquelle bietet es sich nur bedingt an. Dafür ist der Proteinanteil einfach zu gering. Bei so einem 0815 Joghurt haben wir jetzt hier knappe 4-5 Gramm auf 100 Gramm. Das bietet sich dann einfach nicht wieder mit dem Verhältnis von Kohlenhydraten an. Und ihr müsstet schon sehr, sehr viel Joghurt essen. Kann man sicherlich hier und da mit einbauen, um das Ganze ein bisschen schmackhafter zu machen. Aber als reine Proteinquelle würde ich erstmal davon absehen. Ja, Freunde, ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, denn Salz ist ja immer ein Riesenthema. Besonders wichtig, wir haben jetzt schon bei einigen Produkten über indirektes Salz gesprochen, aber auch die direkte Salzzufuhr ist natürlich enorm wichtig. Gerade wenn ihr viel schwitzt, unterschätzt man nicht, wie viel Salz und generell Elektrolyte und Mineralstoffe ihr dabei verliert, die wieder ausgeglichen werden müssen, um eine hohe Leistungsfähigkeit überhaupt erstmal sicherzustellen. Wenn ihr komplett clean esst, bei Leuten, die jetzt sich nicht bewegen und den ganzen Tag nur Fertigprodukte essen, die haben natürlich viel zu viel Salz, weil sie dementsprechend nichts verlieren. Wenn ihr den ganzen Tag aber clean esst, sehr viel Sport macht, ja, morgens Cardio, abends Training und so weiter, und dann kein extra Salz zuführt, werdet ihr mit 100%iger Sicherheit eure Leistungsfähigkeit limitieren. Von dem her gilt es hier, ein angemessenes Maß zu finden. Ich kann euch jetzt keine Zahl an die Hand geben, weil das wirklich sehr individuell ist und von extrem vielen Faktoren abhängt. Da müsste man jetzt wirklich die Person im Einzelnen betrachten, aber Salz auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Hier gibt es immer einige Punkte, über die gesprochen wird. Welches Salz ist denn jetzt das Beste? Ganz, ganz viele Argumente kommen immer dafür, Meersalz zu verwenden, weil da besonders viele Mineralien mit drin sind und diese ganzen Sachen. Ist aber eigentlich völliger Blödsinn, denn da sind wirklich nur Spuren drin. Erstmal müsst ihr euch überlegen, ihr nehmt irgendwie so 1 oder 2 Gramm Salz pro Mahlzeit und die Mengen an Mineralstoffen, die da in dem Meersalz oder pinken Salz, Himalaya-Salz und was es nicht alles gibt drin sind, die sind absolut zu vernachlässigen. Denn wenn ihr mal wirklich in so eine Tabelle reinguckt, wie viel da zu finden ist, ist das ein absoluter Witz. Das heißt, ihr nehmt Salz auf, um Natrium aufzunehmen. Das ist der Hauptbestandteil. Natrium und Chlorid, das ist sozusagen das Kochsalz, was ihr so kennt. Aber nicht, um irgendwelche Magnesiumbestandteile oder so aufzunehmen. Dafür sind andere Lebensmittel da. Von dem her ist theoretisch so ein ganz einfaches, normales Tafelsalz völlig ausreichend und ihr müsst nicht teures Geld für pinkes Salz ausgeben. Das ist jetzt in dem Sinne nicht besser. Ja, das ist nochmal mit Schadstoffbelastung und so weiter ein anderes Thema. Darum soll es aber heute hier nicht gehen. Ihr macht damit natürlich nichts falsch. Es geht natürlich auch nur darum, wieder Kosten zu optimieren, wenn es an eurer Stelle irgendwo notwendig ist. Was aber definitiv wichtig ist, Jod oder Jodsalz oder nicht. Jod ist ein Mineralstoff, der definitiv sehr wichtig ist, allein um eure Schilddrüsenfunktion bestmöglich einzustellen. Ja? Und Schilddrüse hat wirklich einen enormen Einfluss auf eure Körperzusammensetzung. Wenn ihr hier dementsprechend unterversorgt seid, der Körper nicht genügend Schilddrüsenhormone bildet, habt ihr es dementsprechend schwer, eure Nahrungsmittel dann dementsprechend auch zu verarbeiten oder auch Körperfett zu verlieren. Von dem her solltet ihr schon sicherstellen, genug Jod zu haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wo haben wir Jod in signifikanten Mengen in der Ernährung enthalten? In Milchprodukten ist ein bisschen was zu finden und vor allen Dingen in allem, was aus dem Meer kommt. Das spricht für die meisten Leute Fisch. Wenn wir jetzt keinen direkten Fisch essen, wird es sehr schwer, den Jodbedarf zu decken. Von dem her würde ich schon schauen, diesen dann, bevor ich irgendwelche speziellen Supplements einnehme, über Jodsalz zu nehmen. Also das ist die super einfachste Form, das Jod abzudecken sozusagen, ohne jetzt hier sich groß eine Platte machen zu müssen. Von dem her packen wir jetzt hier auf jeden Fall eine Portion Sodsalz ein, aber auch eine normale, denn am Fischregal werden wir heute auch noch vorbeischauen. Und weil wir hier in Spanien einige ganz besondere Spezialitäten haben, werden wir natürlich zuschlagen und brauchen dann nicht allzu viel Jod. Für euch aber definitiv eine Sache, über die ihr mal nachdenken solltet. So Freunde, ein paar Fette wollen wir natürlich aber schon abdecken und wie wir vorhin schon gesagt haben, sind Mandeln da an erster Stelle zu erwähnen, wenn es um Nüsse geht. Mandeln bekommt ihr ganz oft viel, viel günstiger in der Backabteilung. Schaut mal in eurem Supermarkt nach, hier haben wir jetzt irgendwie nur so eine Bio-Abteilung, da kosten die meistens das Doppelte. Aber Mandeln werden ja auch ganz gerne mal als Grundzutat fürs Backen verwendet und da habt ihr wirklich einen Bruchteil der Kosten, die ihr in der Bio-Abteilung zahlt. Von daher ganz klare Empfehlung, da mal vorbeizuschauen. Wenn ihr aber schon mal in der Bio-Abteilung vorbeischaut, sind zum Beispiel Chiasamen auch eine tolle Option, um zum Beispiel Ballaststoffe und Volumen in eure Mahlzeiten zu bringen. Denn die quellen richtig schön auf, ähnlich wie Flohsamenschalen. Eine tolle Möglichkeit, eure Mahlzeiten insgesamt voluminöser zu machen und gegebenenfalls noch die Verdauung zu unterstützen, falls ihr denn noch Ballaststoffe braucht. Ballaststoffe ist immer so ein Thema, da gibt es auch wieder keine richtige Menge, sondern da muss man schauen, wie viel man verträgt und wie viel gut für einen ist. Falls ihr welche braucht, Chiasamen neben Flohsamen aber auf jeden Fall eine tolle Alternative, die euch auch noch mal gute Omega-3-Fettsäuren liefern. Hier aber aufgepasst, Omega-3-Fettsäuren aus pflanzlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Leinöl oder auch Chiasamen,
kann der Körper nicht so effizient nutzen wie die von tierischen Produkten wie aus Fisch zum Beispiel. Es geht hierbei hauptsächlich um die Fettsäuren EPA und DHA. Die sind in diesen pflanzlichen Lebensmitteln dementsprechend nicht enthalten, sondern die ALA, ALA, das sind diese ganzen Unterformen, nur dass ihr es mal gehört habt. Das ist nicht allzu wichtig. Wichtig ist, dass ihr die Message versteht. Pflanzliche Omega-3s sind nicht gleichzusetzen mit tierischen. Das heißt, 5 Gramm Omega-3s hier raus sind nicht 5 Gramm Omega-3s wie aus Fisch zum Beispiel. Von dem her eine gute Sache, die euer Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis, was ich vorhin schon angesprochen habe, auf jeden Fall nicht verschlechtert, aber kein Ersatz ist für tierisches Omega-3, was ihr definitiv in Supplementform zuführen solltet, falls ihr keinen Fisch direkt aus dem Meer esst. So Freunde, jetzt wollen wir noch das Thema Proteinquellen abschließen mit einem absoluten Geheimtipp. Würdet ihr im Leben nicht drauf kommen. Und zwar Katzenfutter. Ich mache nur Spaß. Ihr wolltet jetzt nicht wirklich Katzenfutter kaufen. Nein, bitte keine Tiernahrung essen. Wir haben genug Proteinquellen im Wagen, um auch so auszukommen und das Ganze schmackhaft zu gestalten. Lasst euch nicht verarschen. Es gibt auch so viel Scheiß, der immer erzählt wird. Also irgendwann hört der Spaß auch auf. Kokoswasser. Absolut fancy, findet man immer wieder, gerade in Intradrinks und so weiter. Und die Leute erzählen immer, was da für tolle Elektrolyte drin sind. Das Elektrolyt, was hauptsächlich in Kokoswasser vorkommt, ist Kalium. Kalium ist wichtig und Kalium kann unter Umständen, wenn es fehlt, auch definitiv sinnvoll sein, das zu ergänzen. Aber es ist kein All-Around-Elektrolyt drin. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Salz und Kokoswasser in euren Intra kippt, ist das schon mal ein guter Anfang. Aber da fehlen natürlich auch wichtige Mineralstoffe, wie zum Beispiel Magnesium, Calcium, Jod und der ganze andere Kram, der ebenfalls wichtige Funktionen im Körper erfüllt. Von daher glaubt auch nicht immer wieder alles, was ihr irgendwo aufschnappt. Ja, oh, Kokoswasser, super Elektrolyte und so weiter. Wie gesagt, es hat bestimmte Einsatzgebiete, definitiv, aber auch einen saftigen Preis, finde ich. Von dem her muss man natürlich immer gucken, in welche Richtung da man investiert, um nicht jetzt einfach wieder irgendeinen Hype nachzulaufen. Definitiv aber eine schmackhafte Sache. Genauso wie jetzt hier auch solche Powerade-Geschichten und so weiter. Da müsst ihr aufpassen, falls ihr sowas Post-Workout oder im Training trinken wollt, dass die ohne Fructose sind. Ähnliches Thema wie mit den Cornflakes schon. Fructose können wir einfach nicht heranziehen, um einen Glykogenspeicher zu füllen, beziehungsweise es ist ein sehr ineffizienter Prozess. Es geht über Umwege schon. Das ist aber ungefähr so, als ob ihr Fett im Training zuführen würdet, um eure Kohlenhydratspeicher zu füllen. In einer absoluten Notsituation, kurz vorm Sterben, kann der Körper das schon machen, macht er aber in der Regel nicht und wird es tunlichst vermeiden, weil das auch wieder sehr aufwendig ist vom Prozess her und so weiter. Von dem her gilt es hier zu schauen, wirklich die Sachen zu nehmen, die euer Körper auch wirklich maximal nutzen kann. Du kannst ja mal kurz schwenken, was wir hier alles am Start haben. Die ganzen Leitgetränke, Eistee und was es nicht alles gibt. Und hier gilt es natürlich wieder aufzupassen. Denn wir haben heutzutage ganz viele Zero-Optionen, wie jetzt hier zum Beispiel auch den Zero-Eistee. Ja, es gibt kein richtig oder falsch. Jeder muss entscheiden, wie weiter mit der ganzen Sache hier geht. Letztendlich müsst ihr euch immer vor Augen führen, wie viel Chemie halt auch irgendwo notwendig ist, um das zu erreichen, dass hier solche Getränke ohne Zucker möglich werden. Ich glaube, hier macht die Menge einfach wieder das Gift. Das heißt, wenn ihr jetzt 5, 6 Liter am Tag von dem Zeug hinterkippt, wo ich mich gar nicht ausnehme, ich habe den Fehler in der Vergangenheit schon gemacht und habe mich total in diesen Getränken verloren. Ja, gerade in Diätsituationen oder so, wo man jetzt sonst nicht mehr allzu viel Freude am Essen hat, weil die Portionen einfach so gering ausfallen, auch wenn alles lecker schmeckt, aber es ist einfach zu wenig, sucht man sich natürlich wieder andere Bestätigungen und Belohnungseffekte, die man sich dann ganz gerne mal über so Leitgetränke abholt. Und da war es bei mir zum Beispiel mal so, dass ich eine Zeit lang wirklich wie ein Verrückter Leitgetränke konsumiert habe und das ist völlig ausgeartet. Wenn ihr kennt es selber, trinkt man einen Liter Wasser oder trinkt man einen Liter Eistee. Den äxt ihr fast weg und das merkt ihr überhaupt nicht und wollt schon gleich die nächste Flasche und nach einem halben Glas Wasser seid ihr schon voll. Das gibt nochmal ganz andere Belohnungszentren im Körper, die da bedient werden und euch auch in eine Spirale bringen können, aus der man dann vielleicht schwer wieder rausfindet. Von dem her, die Menge macht das Gift. Ich will euch jetzt keine Leitgetränke schlecht reden oder verbieten oder irgendwas, aber achtet mal drauf, wie viele Leitgetränke ihr im Verhältnis zu Wasser konsumiert und dann achtet mal insgesamt drauf, das Experiment habe ich schon mit einigen Leuten im Coaching gemacht, wie viel weniger Flüssigkeit ihr konsumieren werdet, wenn ihr wirklich nur auf Wasser zurückgreift. Denn zu viel trinken ist auch wieder nicht gut. Diese ganze mikronährstoffreiche Ernährung, die wir hier zusammengestellt haben, um euch bestmöglich zu versorgen und Leistungsfähigkeit sicherzustellen, die ist auch nur dann wirklich gegeben, wenn ihr die ganzen Mineralstoffe nicht wieder rausspült. Denn das macht ihr, wenn ihr einfach zu viel trinkt. Ja, dementsprechend viel muss dann auch wieder aufgefüllt werden. Denn je mehr ihr trinkt, desto mehr von diesen Sachen werdet ihr rausspülen. Von dem her ist es auch immer enorm wichtig, wenn ihr euch gut hydrieren wollt, nicht nur viel zu trinken, sondern auch gleichzeitig sicherzustellen, dass die nötigen Mineralstoffe am Start sind, um dieses Wasser im Körper dann dementsprechend auch zu binden. Wir gehen immer noch ein Stück weiter zur Cola.
Denn Cola Zero, Cola Light und dieser ganze Kram sind natürlich Sachen, die wir alle total mögen. Gerade im Sommer schön gekühlt, eine feine Sache oder so zum Essen. Aber hier muss man jetzt wieder aufpassen, denn Cola hat auch beträchtliche Mengen Koffein, was die meisten gar nicht so auf dem Schirm haben. 1 Liter Cola hat ungefähr 80 Milligramm Koffein. Das heißt, 2 Liter Cola haben schon so viel Koffein wie ein ganzer Energy, wie so ein Monster zum Beispiel. Und dann wundern sich manche halt, warum sie abends nicht schlafen können, wenn sie abends vorm Fernseher sitzen und da irgendwie sich noch 2 Liter Cola Zero runterschrauben, weil sie gerade auf Diät sind und halt genau diese Belohnungsmechanismen suchen, die halt durch die Ernährung jetzt weggefallen sind. Alles schon Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und möchte euch einfach davor bewahren. Von dem her, wenn ihr auf Cola zurückgreift, macht das eher während des Tages und begrenzt das Ganze ein bisschen. Versucht dann eher auch mal irgendwie so eine Sprite oder so ein Fanta Zero oder sowas zu trinken. Denn Cola enthält auch Phosphorsäure. Und Phosphorsäure wird ebenso dazu führen, dass wichtige Mineralstoffe bei euch im Körper nicht aufgenommen werden. Das ist sozusagen wie die Antinährstoffe in Haferflocken, was ich euch vorhin erklärt habe mit der Phytinsäure. Das macht Cola auch in Form von Phosphorsäure und sorgt dafür, dass zum Beispiel das Kalzium aus den Milchprodukten, was wir extra hier wertvoll zusammengestellt haben, gar nicht da ankommt bei euch im Körper, wo es eigentlich wirken sollte. Von dem her, auch hier wieder, die Menge macht das Gift. Seid vorsichtig mit diesen Sachen und baut diese wirklich als Genussmittel ein und nicht wirklich als Lebensmittel für den täglichen Bedarf, womit ihr jetzt wirklich signifikante Mengen Flüssigkeit abdeckt. So, Freunde, für mich geht es in die Off-Season. Das ist immer der wichtigste Bestandteil vom Einkauf. Verdauung muss laufen, denn letztendlich ist man nicht, was man isst, sondern was man verdaut. Jetzt muss ich mich echt versuchen, ein bisschen kurz zu fassen, denn wir sind in der Obst- und Gemüseabteilung angekommen und das ist ja wirklich so ein Riesenthema, zu Recht, was auch von vielen bei uns im Sport vernachlässigt wird, ist aber wirklich ein erheblicher Bestandteil, wo ihr sicherlich bei euch in der Ernährung noch eine ganze Menge mit rausholen könnt. Wie werden wir die Sache hier strukturieren? Oberste Grundregel bei Gemüse ist immer, ihr esst das, was ihr gut verdauen könnt. Ja? Es bringt überhaupt nichts, dass ich zum Beispiel ein Riesenfan von Spinat bin, wenn ihr das Ganze nicht vertragt und danach 3 Tage auf dem Klo sitzt. Das heißt, erstmal müsst ihr schauen, was vertragt ihr gut. Da gibt es aber enorme Unterschiede. Vieles Gemüse, was roh erstmal so für euch nicht verträglich ist, kann gekocht schon wieder ganz anders aussehen. Das heißt, Spinat ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel. Lässt sich hier so frisch als Salat zum Beispiel auch natürlich wieder super machen. Für viele aber einfach nicht verträglich. Wenn ihr das Ganze jetzt aber vorher einmal richtig durchkocht, sieht die Welt meistens schon wieder ganz anders aus und ihr solltet Gemüsesorten nicht direkt abschreiben, weil ihr die beim einmal probieren nicht vertragen habt, sondern dann beim nächsten Mal einfach schauen, wenn ihr das Ganze gekocht habt, ob das nicht doch dann möglich wird. Brokkoli ist auch ein schönes Beispiel für so eine Gemüsesorte, die als Rohkost für wahrscheinlich die absolut wenigsten Menschen durchgeht, aber in einem gekochten Zustand wirklich eine sehr sinnvolle Ergänzung für euren Ernährungsplan sein kann, weil es wieder unglaublich viele Mikronährstoffe liefert und auch Ballaststoffe, die das Gesamtprofil eurer Ernährung dann wieder unheimlich abrunden können. Von dem her schaut erstmal, wie viel Gemüse braucht ihr denn insgesamt, um euch mit Mikronährstoffen und Ballaststoffen zu versorgen. Das sieht ja bei jedem wieder ein bisschen anders aus und erwägt auch nochmal zu überlegen, wie viel Gemüse braucht ihr, um eine gewisse Sättigung herzustellen. Denn gerade in Diätsituationen ist Gemüse natürlich wieder euer bester Freund. Wenig Kalorien, viel Volumen, sodass ihr auch satt werdet und nicht den ganzen Tag hungert. Denn das ist natürlich auch der Nummer 1 Faktor, um eine Diät überhaupt durchzustehen. Auf der anderen Seite würde ich auch immer darauf achten, auch in Aufbauszenarien einen gewissen Anteil an Gemüse drin zu haben. Das hält auch die Verdauung insgesamt am Laufen, macht eure Mahlzeiten schmackhafter und interessanter und versorgt euch halt wieder mit Mikronährstoffen, die ihr in anderen Lebensmitteln schlecht findet, wie zum Beispiel Kalium oder Vitamin C. Von dem her, erste Grundregel, was verdaut ihr? Zweite Grundregel, was schmeckt euch gut? Das ist natürlich auch wichtig, denn das kann eure Mahlzeiten extrem aufwerten. Wenn ihr einfach nur trocken Fleisch und Reis esst oder da mal einen frischen Spinat dabei habt oder so, kann das schon einen Weltenunterschied ausmachen, dass ihr auch euren Ernährungsplan überhaupt durchhaltet. Und natürlich das Mikronährstoffprofil. Brokkoli ist eine tolle Option, Spinat ist eine tolle Option, Karotten. Hier gilt eigentlich, je bunter, desto besser. Es gibt aber definitiv Gemüsesorten, die mehr Nährstoffe haben als die anderen. Stellt euch vor, so eine Salatgurke zum Beispiel, die hat eigentlich so im Prinzip so gut wie keine Vitamine, bis auf ein bisschen Kalium. Sachen wie Spinat, Brokkoli oder diese angesprochenen Sachen sind richtige Nährstoffbomben. Von dem her gilt es halt zu schauen, wie kann ich das bestmöglich vereinen aus Lebensmitteln, die mir schmecken, aber die auf der anderen Seite auch die höchstmögliche Nährstoffdichte liefern. Von dem her schaut doch einfach mal, was ihr noch für Nährstoffe so braucht oder lasst euch da dementsprechend beraten. Für Coaching-Anfragen könnt ihr auch immer gerne unten in der Beschreibung schauen und mir dann eine Nachricht schreiben, falls ihr das Ganze für euch mal wirklich detailliert in Angriff nehmen wollt, um euch mal richtig bestmöglich aufzustellen, wie so eine absolut optimierte Ernährung für euch aussehen kann, um noch mehr rauszuholen. Dann kann man das alles mal durchtesten und euch dann dementsprechend Empfehlungen geben lassen. Hey, mir fehlt das, das und das. Welche Gemüsesorten würden das abdecken? Und dann pickt ihr aus diesen 3, 4 Optionen einfach die raus, die für euch am schmackhaftesten ist und am besten umsetzen lässt. Von dem her, Gemüse, bei mir landet hier auf jeden Fall jetzt erstmal ordentlich Spinat im Korb.
Gerade jetzt, wenn es so warm ist, frischer Spinat mit ein bisschen Tomaten, Olivenöl und so weiter, könnt ihr euch einen geilen Salat draus machen. Super Option. Zu meinem Steak esse ich dann aber ganz gerne den Brokkoli, um das einfach immer auch bestmöglich auf die Mahlzeiten abzustimmen, die ich dann dementsprechend so esse. Freunde, Fette, habt ihr schon gemerkt, nehmen einen wirklich wichtigen Bestandteil in unserer Ernährung ein, weil diese in der Regel sehr begrenzt sind und wir sicherstellen wollen, dass wir wirklich die bestmögliche Fettsäurezusammensetzung haben, um gewünschte Effekte im Körper zu erzielen und eure Gesundheit bestmöglich zu erhalten. Avocados sind hier wirklich eine super Option, auch nicht nur geschmacklich, sondern vor allen Dingen auch vom Fettsäureprofil, weil sie hauptsächlich aus Ölsäure, also Omega-9-Fettsäuren bestehen, einer einfach ungesättigten Fettsäure, die sich nicht ungünstig auf euer Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis auswirkt und dementsprechend auch wieder für eure Herzgesundheit sehr zuträglich ist. Ihr könnt entweder frische Avocados nehmen, die irgendwie mit einem Spritzer Zitrone einfach vermischen, dann werden die nicht braun und ein bisschen Salz und Knoblauch, das schmeckt schon richtig gut. Oder ihr nehmt einfach so eine Fertig-Guacamole-Mischung. Die sind in der Regel gar nicht so schlecht. Ich habe so viel über Fertigprodukte abgemeckert heute schon. In ganz vielen Supermärkten gibt es mittlerweile Guacamole-Produkte, die definitiv in Frage kommen, wo nicht allzu viel Zeug zugesetzt ist. Wir können mal hier zum Beispiel schauen. Hier sind jetzt 2 Gramm Zucker zugesetzt, was aber natürlich wieder irgendwo auch im Verhältnis steht, wenn ihr nicht die ganze Arbeit habt, das alles klein zu machen. Hier kommt es natürlich darauf an, wie viel esst ihr davon. Wenn bei euch am Tag jetzt 100 Gramm davon bei euch im Ernährungsplan landen, um Fette abzudecken, und ihr dafür aber 2 Gramm Zucker aufnehmt, muss man das Ganze natürlich wieder ins Verhältnis setzen und diese Zeitersparnis kann natürlich wieder ein erheblicher Pluspunkt sein, wenn man das hier sich sparen kann, das alles zu schälen und so weiter. Von dem her packen wir auf jeden Fall hier noch ein paar gesunde Fette mit rein, die in unseren Ernährungsplan mit einfließen. So Freunde, Süßkartoffeln sind auch ein cooles Lebensmittel, was, wenn ihr sie gut verdaut, definitiv wieder schön Abwechslung in eure Ernährung bringen kann und vor allen Dingen auch ein Lebensmittel für tolle Sättigung. Denn gerade Kohlenhydratquellen wie zum Beispiel Reis sind natürlich super geeignet, um sehr viele Kohlenhydrate unterzubekommen, aber Lebensmittel wie Kartoffeln und Süßkartoffeln sind dementsprechend wieder gut, wenn ihr reduzierte Kohlenhydrate zur Verfügung habt und eure Diät mit Sättigung versorgen sollt. Dementsprechend Süßkartoffeln eine Sache, die ihr auf jeden Fall gut durchgaren müsst, denn die sind, wenn sie noch nicht richtig durchgegart sind, für die meisten Menschen problematisch von der Verdauung her. Deshalb auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, gegebenenfalls auch die Schale entfernen. Bei normalen Kartoffeln ist das nicht ganz so schlimm, das geht für die meisten verdauungstechnisch wesentlich besser. Aber bei Süßkartoffeln definitiv darauf achten, wenn ihr diese esst, dass es da auch keine Probleme gibt und das Feedback kriegt ihr spätestens einen Tag später auf der Toilette. Aber ihr kennt es schon aus meinen Stories und Meal Prep Videos, Kartoffeln dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Kartoffeln sind wirklich ein großartiges Lebensmittel, was der Kaliumlieferant Nummer 1 ist. Also vergesst das teure Kokoswasser, was ich euch vorhin gezeigt habe. Kartoffeln sind wirklich der Nummer 1 Lieferant, um euch hier ordentlich mit Kalium zu versorgen. Weitaus mehr als Bananen und alles andere, was man immer gerne mit Kalium assoziiert. Außerdem Vitamin C, Ballaststoffe und der höchste Sättigungsindex von allen Lebensmitteln. Das heißt, man hat mal gemessen, welche Lebensmittel machen am meisten satt. Und da ist die Kartoffel definitiv auf Platz 1. Hier würde ich euch in der Diätsituation empfehlen, die ganze Sache zu kochen, damit da möglichst viel Gewicht erhalten bleibt. In der Aufbausituation könnt ihr aber ebenso davon profitieren, indem ihr euch zum Beispiel im Airfryer oder in im Ofen so gebackene Kartoffeln macht. Da verlieren die nämlich extrem viel Wasser. Das Gewicht reduziert sich um die Hälfte. Und wenn ihr dann sozusagen 100 Gramm Rohgewicht Kartoffeln essen müsstet, bleiben nur noch 50 Gramm auf dem Teller, was es natürlich für euch wieder sehr einfach macht, die Sache reinzubekommen, die Mahlzeiten aufzuwerten und schmackhafter zu machen, aber vor allen Dingen auch nicht zu große Portionen auf dem Teller zu haben. Das heißt, ihr könnt hier gezielt damit spielen, möchte ich viel oder wenig essen, in welcher Phase bin ich gerade und trotzdem von den tollen Nährstoffen profitieren, die hier enthalten sind. Von dem her Kartoffeln, ganz klare Sache und bei uns mit dabei. So, wir sind beim Obst angekommen und hier müssen wir natürlich über Beeren sprechen, ganz, ganz wichtig. Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren, mein persönlicher Favorit. Alles adäquate Quellen, um euch nicht nur mit Mikronährstoffen, sondern auch wieder Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen und so weiter zu versorgen. All dieser gesunde Kram, den ihr gar nicht im Detail verstehen müsst, aber wisst, dass er euch gut tut.
und vor allen Dingen auch die Verdauung unterstützt. Hier ist es so, dass diese kleinen Mengen an Fructose, die ich vorhin so beim Zucker bemängelt habe, gar nicht so schlimm sind. Denn ihr nehmt im Leben nicht die Mengen auf wie bei so einer Portion Schoko Crispies zum Beispiel. Ihr könntet jetzt hier wahrscheinlich 3, 4 Packungen Himbeeren wegknallen, um auf die gleiche Menge zu kommen wie bei einer Portion 100 Gramm Schoko Crispies oder so. Von dem her sind diese Mengen völlig okay und sollten auch in der Ernährung definitiv stattfinden. Aber wie gesagt, dann noch zum Beispiel Cornflakes oben drauf zu packen, sehe ich immer als ein bisschen problematisch, weil die Gesamtmenge an Fructose in der Ernährung dann einfach zu hoch wird irgendwann. Himbeeren, ganz klarer Spitzenreiter, wenn es um Ballaststoffe geht bei bei Beeren und auch geschmacklich eine tolle Sache. Hier würde ich aber einfach danach gehen, was schmeckt euch am besten. Ja, es spricht auch überhaupt nichts dagegen, die zu mischen oder mal so zu machen. Hier ist einfach nur wichtig zu wissen, dass Heidelbeeren definitiv mehr Kohlenhydrate haben als zum Beispiel Erdbeeren oder Himbeeren. Und der absolute Spitzenreiter in der Diät sind Erdbeeren, denn die haben von allen Beeren sozusagen den geringsten Kohlenhydratanteil und dementsprechend auch wieder eine tolle Option, wenn eure Kohlenhydrate sinken, dass ihr weiterhin Kohlenhydrate aus eurer Ernährung in Form von Reis zum Beispiel rausstreicht und dafür eher 200, 300 Gramm Erdbeeren mit reinpackt, um die ganze Sache noch voluminöser zu gestalten und eure Diät leichter durchzuhalten. Von dem her schlagen wir hier auf jeden Fall auch zu. Beeren bei mir immer mit am Start. In meiner letzten Mahlzeit esse ich zum Beispiel zusammen abends als so eine Art Milchreis, ja, mit ein bisschen Zimt, Hybrid-Protein von Peak. Das gibt eine geniale Konsistenz und gekochten Reis rein. Das schmeckt wie Müllermilchreis und dann noch mit frischen Himbeeren eine richtig runde Sache. Und außerdem sind hier noch im Korb gelandet Orangen. Die esse ich immer gerne zum Frühstück, denn mein Frühstück ist auch gleichzeitig meine Pre-Workout-Mahlzeit. Und da möchte ich kein Gemüse haben, was meine Verdauung irgendwie verlangsamt, sondern stattdessen eher Obst, um halt mich mit Mineralstoffen wie Kalium oder auch Vitamin C zu versorgen. Verdaue ich wesentlich besser und außerdem sind Orangen auch wieder ein absoluter Diätgeheimtipp, denn die sind beim Sättigungsindex genau wie die Kartoffeln sehr weit vorne mit dabei. Das heißt, die geben euch für die wenigen Kalorien, die sie liefern, nicht nur einen tollen frischen Geschmack und eine tolle Abwechslung, sondern auch sehr viel Sättigung. Weshalb es schon Sinn machen kann, eine Diät zum Beispiel so zu gestalten, dass eure Kohlenhydratzufuhr aus Kartoffeln, Haferflocken, Orangen und Himbeeren gedeckt ist. Das kann schon ausreichen, um euch wirklich lange über Wasser zu halten und dafür zu sorgen, dass selbst bei kalorienreduzierten und vor allem kohlenhydratarmen Diäten das Ganze hier so ausfällt, dass ihr nicht unnötig hungern müsst. Von dem her, ihr seht schon, langsam wird es bunt bei uns hier im Korb. Die meisten wichtigen Sachen haben wir schon eingesagt, einige wichtige fehlen noch. Von daher würde ich sagen, wir machen jetzt weiter im Programm hier. So, wir sind bei den Kohlenhydraten angekommen. Nudeln. Bei Nudeln würde ich euch immer empfehlen, wenn überhaupt auf weiße Nudeln zurückzugreifen, denn gerade Vollkornnudeln oder auch hier so Linsenpasta und sowas, es gibt jetzt die wildesten Sachen heutzutage, können ganz schnell mal mit viel Fett versetzt sein und sehr schwer verdaulich sein. Das heißt, Vollkorn hört sich immer so toll an. Vollkorn ist aber in der Regel für eine gewisse Bodybuilding-Ernährung gar nicht so zuträglich. Denn es wird eure Ernährung, genauso wie Linsennudeln und dieser ganze andere Kram, extrem verlangsamen, was in wirklich wenigen Fällen wirklich gewünscht ist. Von dem her schaut, dass ihr nicht nur einfach euch blenden lasst von das ist Vollkorn, das ist besser, sondern guckt wirklich, wie verträgt euer Körper das. Ähnlich wie mit dem, was wir beim Gemüse gesagt haben, werden weiße Kohlenhydratquellen wie zum Beispiel Reis, Nudeln und so weiter in der einfachen Form oder auch die Brötchen, die ich vorhin angesprochen habe, euch einen wesentlich größeren Gefallen tun, als jetzt zum Beispiel diese schweren Vollkornnudeln. Mikronährstoffe haben wir schon durch alles andere abgedeckt, was wir besprochen haben. Hochwertiges Fleisch, zum Beispiel Eier, Gemüsequellen, die dementsprechend viele Nährstoffe liefern. Das sind alles Sachen, womit wir diese Mikronährstoffe abdecken. Bei den Kohlenhydraten geht es nicht darum. Da geht es wirklich darum, Formen zu finden, genug Kalorien reinzubekommen, ohne eure Verdauung dabei lahmzulegen. Und deswegen auf jeden Fall, falls ihr Nudeln essen wollt, worüber erstmal, wenn ihr keine Probleme mit Gluten habt, das ist das Protein aus Weizen, überhaupt nichts dagegen spricht. Aber meine ganz klare Empfehlung wäre definitiv, finden wir doch bestimmt auch hier im Gang, Reis. Ganz genau, hier kommt er. Denn Reis wird wirklich, ich sag mal, von 99% der Leute am allerbesten verdaut von allen Lebensmitteln überhaupt, was die Kohlenhydrate angeht. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, welchen Reis soll ich denn nehmen, welcher Reis ist der beste? Und hier ist die Antwort, der euch am besten schmeckt. Ich würde auf gar keinen Fall Vollkornreis nehmen, das ist der braune. Der ist auch wieder sehr schwer bekömmlich und hat auch wieder Phytinsäure, ähnlich wie die Haferflocken. Also Antinährstoffe, die die Mineralstoffaufnahme hemmen. Der weiße Reis ist davon befreit, weil die Schale entfernt wurde. Das steckt immer alles in der Schale und ist viel leichter verdaulich. Es gibt jetzt auch keine magischen Unterschiede, ob ihr jetzt Basmati, Jasmin, Parboiled oder irgendwas anderes nehmt. Ich würde hier die Form wählen, die für euch die beste Konsistenz hat und die ihr am besten runterbekommt.
Absoluter Geheimtipp, ist jetzt hier nicht so zu finden, aber zum Beispiel auch im Großhandel immer am Start, ist Sushi-Reis. Der ist auch extrem leicht runterzubekommen und gerade in Aufbausituationen so ein bisschen matschig, dass ihr davon wirklich tonnenweise Kohlenhydrate schaufeln könnt. Ich persönlich greife immer auf Parboiled-Reis zurück, denn ähnlich wie mit den Kartoffeln könnt ihr mit dem sehr gut spielen. Wenn ihr wenig Volumen haben wollt, kocht ihr den einfach mit ein bisschen weniger Wasser und habt den sehr körnig. Auf der anderen Seite lässt der sich auch richtig schön matschig zubereiten mit ein bisschen mehr Wasser und dementsprechend könnt ihr das Ganze dann so gestalten, dass eure Mahlzeiten einfach besser runterflutschen und das Ganze ein bisschen nasser ist sozusagen. Aber macht euch jetzt nicht verrückt vom glykämischen Index und diese ganzen Insulinausschüttungsgeschichten und so weiter, ob jetzt der eine Reis besser ist als der andere. Die sind auf dem Papier jetzt erstmal alle ungefähr gleich, solange wir vom weißen Reis sprechen, das heißt Basmati, Jasmin, Parboiled und diese ganzen Geschichten. Ich würde euch nur empfehlen, nicht diesen Billigreis zu kaufen. Gibt es jetzt hier gerade nicht, aber ihr kennt es alle aus dem Supermarkt. Die stehen immer ganz unten und kosten so 45 Cent. Die schmecken wirklich scheußlich. Also geht beim Reis, was ja wirklich kein teures Lebensmittel ist, definitiv nach dem Geschmack. Und dann seid ihr gut aufgestellt, um eure Kohlenhydratzufuhr auf eine gesunde und bekömmliche Art und Weise abzudecken. Freunde, wenn ihr in der Tiefkühlabteilung vorbeischaut, dann haltet mal die Augen offen nach Kräutern und Knoblauch. Denn eine wirklich tolle Möglichkeit, eure Mahlzeiten aufzuwerten, sind genau diese Sachen, die nicht viel Arbeit kosten. Ihr müsst nicht wieder das ganze Zeug klein schnibbeln und so weiter und eure Mahlzeiten viel, viel schmackhafter machen. Denn die Leute, die sich immer beschweren, Hühnchen, Reis und Brokkoli, ich halte meine Ernährung nicht durch, liegt in der Regel einfach an der Zubereitungsmethode und an der fehlenden Kreativität, dass genau solche Sachen nicht zum Einsatz kommen. Die liefern nicht irgendwie Unmengen an Kalorien. Das ist einfach nur zum Beispiel pure Petersilie und schon klein gewürfelter Knoblauch, die ihr super in eure Mahlzeiten reinmischen könnt, um das Ganze noch schmackhafter zu machen. Gesundheitliche Vorteile sind natürlich auch wieder da, aber ich nutze sie persönlich einfach nur, um wirklich Geschmack und Gefallen an meinen Mahlzeiten zu haben. Denn mir ist aufgefallen, je mehr ich investiert habe in die Zubereitung meiner Mahlzeiten, das heißt, je besser die geschmeckt haben, je mehr ich gelernt habe zu kochen und das Ganze zu verfeinern und so weiter, desto weniger Verlangen hatte ich auch nach anderen Lebensmitteln. Es ist in der Regel immer nur so, wenn ihr euch die ganze Woche irgendeinen Scheiß reinquält, der natürlich schmeckt wie schon mal gegessen, ist es natürlich absolut verständlich, dass das Ganze dann am Wochenende öfter mal eskaliert und irgendwie ihr einen Cheat nach dem nächsten reinknallt, der euch dann den ganzen Fortschritt versaut, weil eure Mahlzeiten einfach nicht schmecken. Niemand hat gesagt, dass ihr abends irgendwie sitzen sollt und einen trockenen Magerquark löffeln. Aber wenn ihr da zum Beispiel den Flüssigsüßstoff reinhaut, den ich vorhin erklärt habe, ein paar Beeren, euch das Ganze so schmackhaft macht, dann noch mit dem gekochten Reis oder den Haferflocken, wie ich das zum Beispiel mache, kann das auf jeden Fall eine coole Sache sein und es gibt keinen Grund, irgendwie Mahlzeiten zu essen, die euch nicht schmecken. Von dem her, Knoblauch und Kräuter bei mir auf jeden Fall auch in den Mahlzeiten mit dabei. Und grundsätzlich können wir auch mal die Frage klären, frisch oder TK, was ist besser? Da gibt es grundsätzlich kein richtig oder falsch. Beide Produkte sind gleich hochwertig. Oftmals sind sie sogar tiefgefroren noch hochwertiger, weil sie halt direkt nach der Ernte direkt schockgefrostet werden und dann dementsprechend nicht irgendwo lange rumliegen oder so. Von dem her kann es unter Umständen, aber das ist marginal, sogar mehr Nährstoffe enthalten. Unterm Strich würde ich einfach das nehmen, was sich für euch besser umsetzen lässt. Das heißt, sowohl frisch als auch tiefgekühlt haben Vor- und Nachteile. Frisch ist geschmacklich natürlich immer noch mal ein deutliches Stück besser. Auf der anderen Seite ist TK halt einfach bequemer zu handhaben und geht in der Regel schneller. Die Sachen sind meistens schon klein gemacht, wie jetzt hier zum Beispiel der Brokkoli oder so, dass ihr das Ganze einfach nur in den Topf oder in die Mikrowelle haut, einmal durchkocht und dann dementsprechend schnell fertig seid. Von dem her spricht überhaupt nichts dagegen, beim Obst und Gemüse auch auf TK-Produkte zurückzugreifen. Die wichtigsten Produkte habe ich euch schon gezeigt. Greift da auf Sachen zurück, die ihr gut verdaut. Hier haben wir zum Beispiel noch grüne Bohnen. Bei solchen Sachen muss man immer ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht Ausmaß nimmt, dass sich das Ganze wieder negativ auf eure Verdauung auswirkt. Aber im Großen und Ganzen gilt bei Obst und Gemüse halt, wie ich es vorhin gesagt habe, je bunter, desto besser und Hauptsache ihr verdaut den ganzen Kram. Ganz wichtiger Tipp, Leute, wenn ihr Öl kauft, bei Öl kommt nicht wirklich viel in Frage, was sich hier wirklich anbietet, extra den Mahlzeiten hinzugefügt zu werden. Denn gerade solche Sachen wie Sonnenblumenöl und so ein ganzer Quatsch, das sind alles wieder sehr starke Omega-6-Fettquellen. Das heißt, euer Omega-3:6-Verhältnis, über das wir heute schon einige Male berechtigterweise gesprochen haben, wird damit sehr ungünstig beeinflusst. Eine tolle Option, Fette hinzuzufügen, die auch geschmacklich und gesundheitlich wirklich Bombe ist das Olivenöl. Das ist wirklich eine Sache, wo ihr genauso wie mit den Avocados einfach ungesättigte Fettsäuren tanken könnt, um euer Fettsäureprofil ins Positive zu beflussen und gleichzeitig wieder Kalorien hinzuzufügen, die sich förderlich für eure Fortschritte ausliefern. Außerdem kann ein guter Schluck Olivenöl definitiv auch in der Aufbausituation helfen, eure Mahlzeiten besser runterzubekommen, weil es das Ganze einfach wieder so ein bisschen flutschiger macht. Hier noch der große Tipp, Olivenöl ist nicht gleich Olivenöl. Das heißt, hier gilt es immer, eine Flasche zu wählen, die dunkel ist, denn Licht zerstört Fette.
Das heißt, wenn das Zeug hier den ganzen Tag rumsteht und beschallt wird, ja, müsst ihr euch vorstellen, dass diese Flaschen dafür sorgen, dass die Öle, die in solchen Flaschen gelagert werden, kaputt gehen und die Fettstruktur dann irgendwann nicht mehr so förderlich ist, weil diese Fette oxidieren, ranzig werden und dann sogar eher gesundheitliche Nachteile haben. Von dem her mache ich es zum Beispiel immer so, wenn ich solche Öle kaufe, dass ich die von ganz hinten aus dem Regal nehme, irgendwo hervorkrame, dass die möglichst wenig im Licht gestanden haben. Oder in so Kartons zum Beispiel, jetzt geht es hier nicht anders, aber dass ich zumindest die nehme, die hier so in der Ecke waren, dass sie möglichst vom Licht geschützt waren. Nächste Sache ist die Lagerung der Fette. Die sollten zu Hause definitiv auch im Kühlschrank lagern und nicht zu lange draußen rumstehen. Denn wenn so eine Fette erstmal angebrochen sind, wie gesagt, werden die auch dann relativ schnell ranzig. Je mehr Omega-3-Fettsäuren ihr drin habt, desto schneller. Also Leinöl ist zum Beispiel so ein Kandidat, der extrem schnell schlecht wird und wo ihr auf jeden Fall bei der Lagerung aufpassen solltet. Beim Olivenöl geht es in der Regel, aber ihr macht auf jeden Fall nichts falsch, wenn ihr das Ganze in den Kühlschrank stellt. Da ist es nicht nur schön dunkel und die Fettsäuren sind auf jeden Fall gut aufgehoben, sondern ihr tut dem Öl hier auf jeden Fall auch einen großen Gefallen, damit da bei euch nichts Negatives in der Ernährung ankommt. Außerdem habe ich hier gerade noch gesehen, Kokosöl wird auch von vielen heutzutage verwendet. Kokosöl sind hauptsächlich gesättigte Fette, aber eine ganz besondere Form der gesättigten Fette, und zwar MCT-Fette. Das heißt mittelkettige Fettsäuren, die hauptsächlich vom Körper als Energielieferanten herangezogen werden. Fette sind ja grundsätzlich erstmal nicht die Nummer 1 Quelle für den Körper, Energie bereitzustellen sozusagen, also Nahrungsfette. Das macht er wesentlich lieber aus Kohlenhydraten, weil das vom Prozess her einfacher ist. Aber bei den MCT-Fetten, von denen ich gerade gesprochen habe, hat es der Körper wesentlich leichter. Das ist halt eine spezielle Form der Fette. Die sind im Kokosöl zu finden. Das heißt, hier könnte man jetzt wieder, wenn man noch mehr Fette hinzufügen möchte, wieder zum Beispiel schlau planen, vor dem Training eine Portion Kokosöl statt Olivenöl einzubauen, weil diese dann dementsprechend wieder für die Energiebereitstellung sehr einfach herangezogen werden können und euch gegebenenfalls Dampf im Training geben. Grundsätzlich aber wieder im Auge behalten, denn gesättigte Fette sollte man immer nur bis zu einem gewissen Maß aufnehmen. Und weil wir schon Steak, Eier und andere Quellen hier mit drin haben, gilt es dann einfach, das Ganze im Auge zu behalten, nicht zu viele Fette zu verzeihen. Kokosöl ist aber eine tolle Option, wenn ihr damit kochen wollt. Das heißt, falls es immer noch Leute da draußen gibt, die keine beschichtete Pfanne haben und Fett zum Anbraten zum Beispiel dazu nehmen. Auf der anderen Seite solltet ihr auch unbedingt mal in meinem Meal Prep Video vorbeischauen und den Opti-Grill kennenlernen. Den nehme ich zum Beispiel, um mein Steak oder das Hühnchen zuzubereiten. Das macht es nochmal viel, viel besser. Hat beschichtete Platten und ihr braucht überhaupt kein Fett für die Zubereitung. Falls aber doch, dann nehmt auf jeden Fall Kokosöl, denn das könnt ihr sehr hoch erhitzen, ohne dass die Fette kaputt gehen. Es ist nämlich ein Irrglaube, dass ihr einfach jedes Fett irgendwie in die Pfanne schmeißen könnt, ohne dass es kaputt geht. Gerade bei so hochwertigen Fetten wie Olivenöl, wo ihr definitiv auch immer darauf achten solltet, dass es extra nativ gepresst ist, aus erster Kaltpressung ist. Das kostet dann natürlich dementsprechend auch ein bisschen mehr, aber ihr solltet euch auch immer fragen, warum. Das heißt, so ein 0815 Fett, ja, was nicht extra nativ ist, in einer hellen Plastikflasche mit noch Plastikschadstoffen und so weiter, oder ein erstgepresstes, extra natives Olivenöl, viel gequatscht heute, langsam wird Zeit für Feierabend, hat natürlich seinen Grund, warum das teurer ist, und ihr tut letztendlich euch damit keinen Gefallen, hier zu sparen, denn ihr spart an euren Fortschritten und an eurer Gesundheit. Anbraten grundsätzlich mit Kokosöl. Meine Empfehlung für Fette so in den Mahlzeiten, um die einfach hinzuzufügen, wäre definitiv, wenn ihr das in flüssiger Form machen wollt, Olivenöl, da macht ihr nichts falsch und wertet euer Fettprofil wieder maßgeblich auf. Leute, lasst uns mal über Meeresfrüchte und Fisch sprechen. Wir sind hier in Spanien, natürlich absolute Pflicht, und hier gibt es die absoluten Spezialitäten. Ich bin ein Riesenfan von Fisch und Meeresfrüchten. Auf der anderen Seite hat es auch wieder einen Wermutstropfen und ich habe schon eine Leidensgeschichte hinter mir sozusagen. Wo fange ich denn an? Bei Fisch gilt es erstmal, die positiven Vorteile nach vorne zu rufen. Und das sind gerade bei Lachs, ihr kennt es alle, die Omega-3-Fettsäuren, die ihr hoffentlich alle auch als Supplements zu euch nehmt, falls ihr nicht viel Fisch esst. Ist natürlich nicht jedermanns Sache mit dem Geschmack und vor allen Dingen auch mit dem Preis. Das kann ganz schön happig werden. Aber auf der anderen Seite liefert Fisch, ähnlich wie auch alle anderen Lebensmittel, die wir hier eingepackt haben, wieder sehr spezielle Vorteile, die keine anderen Lebensmittel in dem Umfang liefern. Mikronährstoffe wie Selen zum Beispiel, Jod, wir haben beim Salz schon drüber gesprochen, oder auch die Omega-3-Fettsäuren,
die hier ganz im Gegenteil wie bei den Chiasamen zum Beispiel für den Körper in einer wirklich sehr hochwertigen Form zur Verfügung stehen, haben wir in so wenig anderen Lebensmitteln enthalten, weshalb eine gewisse Menge von bestimmten Fischsorten im Ernährungsplan definitiv Sinn ergeben kann. Jetzt ist aber Vorsicht geboten, denn hier haben wir den guten Lachs. Es gibt natürlich auch den Thunfisch. Der sieht so frisch aus. Die meisten kennen den nur aus der Dose. Aber es gibt auch frischen Thunfisch. Der schmeckt übrigens super cool, wenn ihr den fast roh esst und nur einmal kurz in die Pfanne legt und auf beiden Seiten einmal scharf anbratet. Denn diese Fischsorten haben extrem viel Quecksilber. Und Quecksilber ist wirklich nicht mit zu spaßen. Das hat enorme negative Auswirkungen auf eure Gesundheit und kann dann dementsprechend dazu führen, dass ihr euch mehr schadet als nutzt. Ich persönlich habe in der Vergangenheit mich mit dem Thema viel beschäftigt und habe dann extra Fischsorten ausgewählt, wie zum Beispiel Alaska Seelachs, der grundsätzlich auf dem Papier erstmal eine sehr geringe Quecksilberbelastung hat. Hat dann aber dazu geführt, weil ich täglich davon 400 Gramm gegessen habe, dass meine Quecksilberwerte in der Blutuntersuchung trotzdem 3-mal so hoch waren wie eigentlich zulässig. Das heißt, da musste auf jeden Fall gehandelt werden. Ich habe Fisch erstmal komplett aus meiner Ernährung rausgestrichen, weil ich den aber auch wirklich täglich konsumiert habe. Was mir erstmal sehr wehgetan hat, weil ich habe Fisch wirklich geliebt. Auch eine einfach verdauliche Proteinquelle, ähnlich wie Hühnchen und Eiklar, die ich gerne zum Beispiel nach dem Training gegessen habe. Was dann auch dazu geführt hat, dass meine Quecksilberwerte sehr schnell wieder runtergegangen sind. Das hat ungefähr, ich sag mal, 3 Monate gedauert, denn die Halbwertszeit von Quecksilber ist unglaublich lange. Wenn sich da erstmal ein gewisser Spiegel bei euch im Körper zusammengestellt hat, wird das auch genauso lange dauern, bis der sich wieder abgebaut hat. Von dem her könnt ihr nicht erwarten, mal 2 Tage kein Fisch zu essen und dann frei davon zu sein, sondern ihr müsst wirklich Zeit investieren und dann dementsprechend noch mal eine Blutuntersuchung ungefähr 2 bis 3 Monate später zu machen, um zu schauen, ob euer Spiegel sukzessive runtergeht. Falls ihr Fisch essen wollt, gilt die einfache Grundregel: Je größer der Fisch ist und je mehr Fisch dieser andere Fisch isst als Nahrung, desto mehr ist er mit Quecksilber verseucht. Das heißt, kleine Fische, ja, die selber vielleicht sich nur vom Plankton und so weiter ernähren, haben grundsätzlich eine geringere Belastung als zum Beispiel ein Thunfisch. Ihr müsst mal gucken, so ein Thunfisch, der ist riesig. Ja? Der landet zwar bei euch so in der Dose als Filet, aber das ist wirklich ein Riesenvieh. Und genauso wie Hai oder solche Fische, die wirklich groß sind und viele andere Fische fressen, die haben dementsprechend mehr Quecksilber. Gute Optionen wären zum Beispiel Dorsch, Kabeljau oder Alaska Seelachs. Die sind verhältnismäßig erstmal geringer mit Quecksilber belastet. Oder eine tolle Option sind zum Beispiel auch Meeresfrüchte wie Tintenfisch oder auch Garnelen. Die haben grundsätzlich noch mal wesentlich weniger Quecksilber als die Fischsorten angesprochen, haben aber auch die Vorteile wie zum Beispiel Mikronährstoffe, Zink, Selen und so weiter, weil sie aus dem Meer kommen. Und ganz, ganz großer Vorteil, viel Volumen. Das sind wieder eure besten Freunde in Diätsituationen, wo ihr viel Volumen auf den Teller bringen wollt, weil sie verhältnismäßig weniger Eiweiß liefern als zum Beispiel Hühnchen und ihr dann einfach dementsprechend wieder mehr davon essen könnt. Ich bin großer Fan von Meeresfrüchten. Für die meisten Leute, die sagen, das ist nicht so ihrs, muss ich ehrlich gestehen, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute einfach sich nicht genug mit den Zubereitungsmethoden beschäftigt haben oder mal geschaut haben, wie man das Ganze wirklich schmackhaft herrichten kann. Von dem her gibt solchen Sachen wie Tintenfisch oder so doch wirklich mal in einem guten Restaurant die Chance, dass ihr mal das ordentlich zubereitet bekommen habt und erwägt dann noch mal das Ganze in Erwägung zu ziehen, denn Meeresfrüchte und Fisch können richtig eingesetzt mit dem richtigen Hintergrundwissen definitiv euren Ernährungsplan bereichern und eine gute Sache sein. Aber gerade von Sachen wie Thunfisch auf regelmäßiger Basis würde ich definitiv Abstand nehmen. Das bietet sich natürlich wieder an, weil das ist schön einfach, ist in der Dose, muss man nur fertig raufkippen, ich weiß. Aber wie alles im Leben kommen diese Sachen halt auch immer mit einem Preis daher, den ihr dann auch entsprechend bereit sein müsst zu zahlen. So, ab geht's zur Kasse. Ich würde sagen, wir haben hier wirklich den Nonplusultra-Bodybuilding-Einkauf zusammengestellt. Da bleiben jetzt wirklich keine Wünsche mehr offen und vor allen Dingen auch keine Mangelzustände bei euch in der Ernährung. Ich hoffe, das Ganze war jetzt erstmal ein guter Leitfaden für euch, um euren nächsten Einkauf, aber auch die Ernährung im Allgemeinen erstmal ordentlich aufzuwerten. Ihr wisst jetzt, wo ihr angreifen müsst bei Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten, aber auch euren Mikronährstoffen in Bezug auf Gemüse und so weiter. Könnt ihr jetzt ordentlich zuschlagen. Haut mir gerne in die Kommentare, was eure besten Einkaufstipps sind. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas vergessen, wo ich selber noch profitieren kann. Und lasst mich natürlich auch gerne wissen, wie euch das Video gefallen hat. In dem Sinne, Freunde, ich mache mich jetzt erstmal auf, sage danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Freunde, was habe ich mir denn abgequatscht? Ich muss gestehen, ich bin jetzt ganz schön durch und freue mich auf meine nächste Mahlzeit. Wir sind ja hier in Spanien und eine Sache, die in Deutschland überhaupt nicht geht, ist ja irgendwie warmes Essen. Die Leute haben sich immer, wenn man mal irgendwie eine Mikrowelle benutzen will. Schaut euch mal an, hier in Spanien, ein ganz einfacher Supermarkt, Mercado hieß der. Fette Station mit Mikrowellen, sodass ich mir jetzt hier nach getaner Arbeit auch meine nächste Mahlzeit warm schmecken lassen kann. Es steht Pute, Spinat und Kartoffel an. Also ihr seht schon, das, was hier im Video gepredigt wird, ist auch genau in meiner Box drin.
wird jetzt hier erstmal verdrückt und ich freue mich auf den Feierabend.